So, und damit moin moin und herzlich willkommen. Ich bin in einer falschen Ansicht. Ich, das habe ich ja wieder fabelhaft hingekriegt. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich möchte natürlich, ähm, dorthin. Haha, genau so. Oh, oh, oh. So. Hallo, hörst du mich? Hallo, ja, ich höre dich. Hallöchen. Sehr schön. Aber ich habe ein bisschen Bock drauf, ne? Ist auch gerade schon live, ey. Ich kam gerade rechtzeitig. Gerade rechtzeitig. Ja, sehe ich schon. Ist schon gerade gestartet. Ah, nice, ey. Bitte gute Maps. Zeigt Remastered Maps. Hat ihr tatsächlich noch Ah! einen Timer von einer halben Stunde? Ja, moin. What? What? Fuck. Das ist nicht deren Ernst. Ich hab die ganze Zeit gedacht, so, jo, 18:30 steht ja drin. Ey, muss ich jetzt noch eine halbe Stunde warten? Naja, bin ich auf jeden Fall pünktlich. Bin ich auf jeden Fall pünktlich. Ähm, ich lasse das mal so ein Das bisschen ist hintergrundmäßig belastend. offen. Ähm, hast du das, hast du das gecheckt mit dem Trailer äh, für den Waffenschmied hier? Bin Waffenschmied. Ich fand das tatsächlich, ich habe es mir jetzt auch noch mal ein bisschen angeguckt und bin noch mal einzeln durchgegangen so ein bisschen. Ich finde das schon hart kompliziert, ne? So im ersten Moment So, klingt es was ja du mir ganz vorhin cool. geschickt hast, oder was? Ja, was ich dir geschickt habe. Ja. Ähm, Ja, fand ich auch ziemlich kompliziert. im ersten Moment finde ich es ganz cool. Was direkt auffällt, ist, du hast wieder nur 5 Aufsätze pro Waffe, ne? Hattest du es gesehen? Nee, du hattest mehr. Nee, nee, du kannst wieder nur 5 ausrüsten. Ach so, sind mehr möglich, so, ne? So war Ja, das, ja. 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 Finde ich scheiße. Ich habe nicht lange, also wirklich nicht lange, verhältnismäßig, Vanguard gezockt. Und dann kam ich ja zurück zu MW1. Und ich war ja direkt voll im Arsch, weil ich dachte, Alter, warum kann ich nicht mehr alle Aufsätze nehmen? Ich war Ja, so lost schon im Klasseneditor. Das finde ich schade, dass sie das jetzt wieder rausgenommen haben, also dass du wieder nur 5 Aufsätze nehmen kannst. ja, man gewöhnt sich mal schnell an solche Sachen, ne? Frage ist natürlich, ob es irgendwie so ein Extra oder so gibt, womit du dann wieder alle nehmen kannst. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, gibt es einen neuen Teil, also diesen Receiver nennen sie es ja im Trailer, womit sich quasi der Grundkörper der Waffe ändert. Also du hast jetzt quasi eine M4, schaltest dafür einen Lauf frei und eine Mündung und ein Magazin und sowas. Und irgendwann schaltest du dann halt den Körper der Waffe frei. Und das ist dann halt nicht mehr der Grundkörper von der M4, sondern zum Beispiel von der M16. Darauf, auf diesen Körper, gehören aber auch wieder die ganzen Aufsätze, die du vorher freigeschaltet hast. Also der Lauf von der M4 und sowas, das packst du dann da nur auf das Grundbauteil rauf. Weißt du, wie ich meine? Ah, warte mal, bei Call of Duty kommt gerade was im Stream. Echt? Ah, die sappeln schon mal ein bisschen, ne? Die unterhalten sich noch so ein bisschen drüber, was die erwarten. Ne, aber so habe ich das jetzt verstanden, dass du quasi nur noch einmal Sturmgewehr hast, einmal Scharfschützengewehr. So richtig weird, weißt du? So, meinst du? Ja, kann sein, aber ich hab's nur durchgeskippt, keine Ahnung. Und eigentlich in allen anderen CODs hast du ja zum Beispiel die M4 und du kannst ja alles austauschen, außer halt das Mittelteil. Vorne Lauf, hinten der Schaft, Griff, Visier, alles Mögliche kannst du ja wechseln. Und jetzt kannst du halt auch diesen Mittelteil wechseln. Das ist richtig weird. Ich glaube, das wird in erster Linie. Ich glaube, du hast schon viele Möglichkeiten, eine Waffe zu bauen. So nach deinem Geschmack. Wobei du natürlich dadurch, dass du wieder nur 5 Aufsätze hast, schon ein bisschen zurückgehalten wirst. Frage ist halt auch, zählt denn dieses Mittelteil als Aufsatz? Was dann bedeutet, dass du für die Grundwaffe, also eine M4 zum Beispiel, jetzt 5 Aufsätze hast.
Wenn du aber das Grundteil änderst zu einer M16, kannst du ja dementsprechend nur noch 4 Aufsätze nehmen. Das ist weird. Viel Klärungsbedarf. Mal alles sehen, ist ja alles Spekulation, ne? Ist alles Spekulatius. Ja. Ich bin richtig gespannt. Die scheinen eine Menge umzubauen. Ich habe auch schon gelesen. Ich habe gelesen, FOV-Slider ist bestätigt. Ja, das ist nice, das ist nice. Ja, ist Boah, aber auch wieder. Ich hab Battlefield jetzt gezockt die letzten 2 Tage. Immer mal wieder reingegangen in Battlefield 5. Alter, ist ja so langsam einfach, dieses Game. Ich meine, du hast zwar FOV-Slider auf 105 Grad, glaube ich. Ist schon mal gut irgendwie. Ja. Aber die Bewegung ist allgemein im Battlefield langsamer. Ja, viel zu langsam. Also du brauchst halt also ich habe ja sonst immer auf 20 gespielt jetzt in Modern Warfare. Und Battlefield ist so in Modern Warfare Geschwindigkeit so 7. Aber das ist maximal. Mehr geht auch nicht. Das ist schon hart. So, aber es ist allgemein. Es ist ja nicht nur das, die Empfindlichkeit und sowas. Es ist ja auch allgemein, finde ich, so Movement Speed und so das alles, das Springen, das Sliden und sowas. Komplett Movement ist irgendwie slower in Battlefield. Ja, total, total. Aber das ist ja auch wieder so ein Grund, warum ich halt lieber COD spiele, ne? Ist halt aber auch so schwammig irgendwie gefühlt, einfach. Einfach schwammig. So bei Call of Duty ist die Steuerung einfach präziser irgendwie. Ich habe das Gefühl, bei Battlefield irgendwie ist alles so ein bisschen so wischi-wischi, weißt du? Wischi-wischi. Ja, da gebe ich dir voll und ganz recht, würde ich sagen. Battlefield ist so, weiß ich nicht, du hast das Gefühl, auch wenn du dich so drehst und so, dass deine Waffe so wabbelt, weißt du, wie ich meine? Ja. So, wenn du so von der Drehung stehen bleibst, hast du das Gefühl, die Waffe schwankt noch so nach und sowas. Es fühlt sich nicht ganz so präzise an, wie es eigentlich sein sollte, würde ich einfach mal sagen. Ja, true. Finde ich auch. Da ist COD doch ein bisschen direkter. Aber ich habe ja auch bis jetzt noch kein einziges Game gefunden, was eine so gute Shooter-Steuerung hat wie COD. Nee, es stimmt einfach. Und ich zock lange, ne? Und ich zock viel. Ich zock viel durch die Bank weg, ne? Aber das... Aber das Problem ist so einfach, was man da sagen muss, ist einfach die Konsole, ne? So, weil wenn du das halt auf PC zockst, da hast du halt deine Maus. So kannst du halt DPI und so weiter alles einstellen. So, da kannst du halt immer mit jedem Game gleich zocken, so was die Geschwindigkeit angeht, ne? Auf Konsole bist du halt am Arsch. So, weil da geht halt nicht höher dann. So. Ja, ich hatte auch mal hier Metro Exodus. Habe ich ja auf PC für die Let's Plays, die ich hier mache. Und das war mal extrem im Angebot. Und ich hatte Bock, das nochmal so ein bisschen selber zu erkunden und sowas. Und dann habe ich mir das geholt. Ich glaube, das war bei 5 Euro oder so. Habe ich mir das nochmal auf bei Epic auch mal umsonst. Ja, ich hab's ja auf Epic für die Let's Plays. Da ist halt auch mein Spielstand dann drauf. Und ich wollte es halt nebenbei trotzdem nochmal so ein bisschen mehr zum Erkunden und sowas zocken, ohne Videos zu machen. Da habe ich mir da für einen 5er oder was das war, da diese Playstation-Version geholt. Alter, Junge, also die maximalste Empfindlichkeit, die du da einstellen kannst, ist wie COD auf 2. Ich war so sauer. Du brauchst einfach gefühlt 3 Sekunden, um dich einmal um 360 Grad zu drehen. Ich hab so einen Hals gehabt, ne? Für mich einfach unspielbar. Ist unspielbar. Ist so. Aber das Problem hast du halt mit einer Maus nicht, ne? Nee. Das ist halt das Ding. Das stimmt. Aber ich zock trotzdem lieber auf Konsole. Ja, auf jeden Fall. Aber ich kann ja nicht mal genau beschreiben, warum. Es ist ja nicht so, man könnte jetzt auch einfach mit Maus und Tastatur üben und so. Funktioniert ja, irgendwann lernt man es auch. Andererseits kannst du bei fast jedem Game auf PC ja mittlerweile auch einfach Controller anschließen und zockst damit. Selbst die PS5-Controller werden ja unterstützt. ich habe halt Battlefield habe ich auch auf PC jetzt, weil ich dachte, ja gut, letzte PC-Version runter habe ich sowieso irgendwie mal bei Amazon Gaming gehabt, dachte ich, gut, brauchst du nicht kaufen oder so, probier's einfach mal aus. Und hatte da den PS5-Controller angeschlossen, geht auch über Umwegen, also hat auch funktioniert, aber du hast halt trotzdem die gleichen Einstellungen, also das ändert halt nichts an der Geschwindigkeit, so, leider. Aber da hatte ich dann eben auch mit Maus ausprobiert und mit Maus halt perfekt, ne? Kannst halt einstellen, wie du willst und das ist halt gut irgendwie. Ja, ich meine so, du könntest ja jedes Game einfach auf PC zocken, so. Und wir haben beide einen sehr potenten PC, so warum kauft man sich immer wieder eine neue Konsole, um dann darauf zu zocken?
Ja, genau sagen ist kann halt ich es auch nicht. Aber es ist halt, einfacher. Ja, aber selbst wenn du eine nice Grafikkarte hättest, ich finde, Konsole ist immer entspannter. Konsole ist einfach immer entspannter. Du kaufst einfach das Game, es ist drauf auf der Festplatte, es ist genau für die Hardware optimiert. Ich weiß nicht, es macht irgendwie vieles simpler. So. PC habe ich auch mit vielen Spielen schon Probleme gehabt, irgendwas funktioniert nicht. Und auf dem PC habe ich gefühlt häufiger Bugs als auf der Konsole. Abstürze, Glitches, das ist irgendwie PC häufiger als Konsole. Wenn auch jetzt nicht regelmäßig, aber trotzdem würde ich sagen häufiger. COD mal ausgenommen, das hat auch so Bugs und Glitches und Abstürze. Ja, aber alle anderen Games habe ich irgendwie mal das Gefühl so, auf Konsole läuft halt geil. Auf PC bin ich auch immer so abgefuckt davon. Ich bin einfach ein Fan davon, die Einstellung immer aufs Maximum hoch zu pushen. Und auf einer Konsole kannst du das halt nicht. So, das Spiel läuft halt auf den Einstellungen, wie es perfekt ist. Das Höchste, was möglich ist, dass du aber trotzdem noch 60 FPS erreichst. So, wenn ich auf PC alles auf Ultra stelle und gehe dann auf 4K und so weiter und merke so, jo, meine FPS droppen und ich müsste jetzt irgendwas runterstellen, bin ich schon abgefuckt, so. Weißt du, was ich meine? Geht mir gar nicht so. Ja, verstehe ich, aber ja, es gibt halt auch viele Sachen, die einfach unnötig sind, so. Ja, ich weiß, aber das nervt mich dann halt so. Ich habe halt einen 3.500 Euro PC hier stehen. Gut, der ist jetzt auch keine 3.500 mehr wert, ne? Neuwarenwert. Und dann... Hast du gesehen, eben war hier schon Werbung von Call of Duty Shop. Nur, dass du Bescheid weißt. Perfekt. Und mich nervt das einfach, wenn ich mit einem 3.500 Euro PC die Games nicht alle in 4K, in höchster Auflösung und Details und was weiß ich und Effekte locker, flockig, flüssig zocken kann. So. Das nervt irgendwie. Ich habe immer so im Hinterkopf, so mein PC hat eigentlich viel mehr Leistung als die PlayStation. So. Aber irgendwie stimmt das gar nicht so. Also so viel besser ist ein PC gar nicht mehr als eine PS5 jetzt zum Beispiel. Ja, die PS5 hat halt extra entwickelte Sachen dafür, ne? Ja, das meine ich ja. Es ist halt so perfekt optimiert. Ja, eben. Das hast du halt beim PC einfach nicht. Man schafft es halt schwierig, sämtliche Games auf die zig Millionen verschiedenen Hardware-Kombinationen, die ein PC haben kann, anzupassen, ne? Ja. Und für eine Konsole, da wissen die Entwickler ganz genau, okay, da ist genau so und so viel Arbeitsspeicher drin, genau die und die Grafikeinheit, genau der und der Prozessor und können es halt genau dafür entwickeln. Und das ist schon geil. Dann musst du nicht gucken, ob du irgendwelche, ob du hier Systemanforderungen hast und so. Wenn das Spiel irgendwie da bei Mediamarkt im Laden steht oder im PlayStation Store ist und du lädst es runter, das funktioniert safe. So. Da brauchst du halt nicht drüber nachdenken. Ja, ist halt geil. Ich finde es irgendwie entspannter. Und für mich auch noch als Vorteil, Konsole zu zocken, ist natürlich das Stream. Weil ich den kompletten Rechner, die komplette Kapazität für Streaming, gleichzeitig am besten eine Aufnahme und den Wiederholungspuffer laufen lassen kann. So. Funktioniert alles und das Spiel läuft halt trotzdem flüssig. So. Ich nehme mir halt nicht selbst die Leistung weg. Ja, stimmt. Da sind andere ja, gibt es ja tatsächlich dieses, haben viele sogar ja dieses Dual-PC-Setup, dass du halt einen PC da stehen hast zum Zocken und daneben noch einen zum Streamen, so. Und dann wird der eine PC zum Zocken auch über eine Capture-Karte, wird das Bild- und Tonsignal dann in den zweiten PC eingespeist. Ja. Das ist auch übertrieben, oder? Aber gut, was brauchst du für so einen Rechner zum Streamen? Also da reicht ja so ein Billo-Rechner irgendwie, hat ja jeder irgendwie ein paar von. Ja, so ganz so Billo würde ich jetzt auch nicht sagen. Es kommt drauf an, was du machst, ne? Wenn du jetzt natürlich einfach nur rein den Stream laufen lässt, ja. Aber wenn du natürlich jetzt auch noch sämtliche komische Effekte und Transitions und was weiß ich hast, das geht auch teilweise mal ganz gut in den Arbeitsspeicher. Ja gut, CPU, Grafikleistung wirst du jetzt nicht allzu viel brauchen. CPU bin ich mir nicht sicher, Grafikkarte kannst du eigentlich getrost ignorieren. So. Die muss halt auch nur das Bild malen. Ja. Ja, Prozessor würde ich ein bisschen drauf achten und je nachdem wie viel du halt wirklich machst, den Arbeitsspeicher einigermaßen in Ordnung halten. Ne?
Also jetzt nicht hier von wegen, ich kaufe mir einen Laptop, hier 4 GB Arbeitsspeicher, CPU von vor 10 Jahren und integrierte Grafikeinheit so. So für 300 Euro, so jo, ich habe jetzt einen Streaming-Laptop. Also das würde nicht funktionieren. Aber es ist halt auch so, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt einen 3000 Euro Gaming-Rechner, ich möchte aber die komplette Leistung dafür zum Zocken haben und hol mir deswegen so einen Zweitrechner, dann kannst du schon mal nochmal mit dem Taui rechnen, ne, für diesen Streaming-Rechner. Ja, würde ich auch schon sagen. Und Capture-Karte, ne, die ja auch nochmal ihre 200, 250 Euro kostet dann. Und dann tut das schon ein bisschen weh. Naja, aber andererseits, PlayStation 5 kostet auch 500 Euro. Ja, das stimmt. Ist das eigentlich eine Messe oder so, wo die da sind? Oder ist das dieses Call of Duty Next Event einfach? Ja, es gibt das ja richtig als Event in Los Angeles gerade. Ah, okay. Da sind ja auch haufenweise Influencer, YouTuber, Streamer, bla bla bla. Okay, das sind wahrscheinlich wirklich bekannte Leute, die da gerade sind. Man kennt sie doch nicht. Ja. Ja, da sind auch ein paar aus Deutschland tatsächlich. Ich weiß noch von Scope, dass er, glaube ich, eingeladen wurde. Hatte ich, glaube ich, auf Insta gesehen. Ich weiß es gar nicht genau, wer so da ist. Die dürfen da jetzt auch zocken und so, schon. Und, ja, irgendwie ab 19 Uhr oder so dürfen die streamen, ne? Hatte ich gelesen. Genau, ne, ich glaube, dürfen sie live streamen? Ich hab nur gelesen, dass die ab 19 Uhr ihr Material veröffentlichen dürfen. Weiß aber nicht, ob die um 19 Uhr dann noch da sitzen und noch streamen. Also oder hier Scope zum Beispiel, ich habe gerade mal reingeguckt, der ist gerade live gegangen, vor 6 Minuten. Ich guck mal rein. Okay, kann aber auch sein, dass der sich auch gleich das Reveal hier anguckt. Ja, kann Weiß sein. man natürlich nicht, ne? Testi auch, Pamage auch. Ninja auch. Okay. Ninja, den gibt's noch? Das war da auch nur so ein One-Hit-Wonder. Also, der war einmal kurz da und dann war er auch direkt wieder weg. So. Ja, aber er sitzt da schon irgendwie auf diesem Event. Ja, aber trotzdem, Ninja war so ein ja, war komisch. Hat sich nur sehr kurz gehalten, sein Hype. Aber auch wirklich nur für so ein paar Monate einmal mit Fortnite und dann direkt wieder weg. Nee, das war schon länger. Es war schon ein Jahr oder so, dieser Fortnite-Hype bei ihm. Das war schon krass. Ein Jahr sind doch nur ein paar Monate. Ja, der hat gut abkassiert. Also wenn er nicht dachte so von wegen, ey, geil, ich hab Kohle, die feuere ich jetzt zum Fenster raus und mach Party ohne Ende, dann hat er eigentlich für den Rest seines Lebens ausgesorgt, ne? Egal, ob sein Hype weg ist oder nicht. Definitiv. Der hat ja allein durch Twitch-Einnahmen hat er 750.000 im Monat gemacht. Mhm. Und dann hat er ja noch Placements gehabt, da hat er ja Red Bull-Partnerschaft und so. Ich glaube, das wirft auch richtig viel Geld ab. Mhm. Kannst du natürlich aber auch haben, dass er dachte, okay, jetzt bin ich Fame, Alter, jetzt bin ich hier Rich Boy. Hat sich dann erstmal fett Autos gekauft und fett Partys gefeiert. Und dann geht so ein Geld schneller weg, als du gucken kannst auch. Ja, kann sein, aber... Ja, aber wenn er das nicht gemacht hat, hat er auf jeden Fall locker ausgesorgt. Aber er hat ja auch diesen Deal mit Mixer gehabt, ne? Ich meine, keine Ahnung, was er damals gekriegt hat, dass er zu Mixer wechselt. Ja, stimmt. Da werden also Millionen, wenn nicht 10 Millionen oder sowas geflossen sein. Das, von aus. Das würde ich auch sagen, dass das auf jeden Fall in einem guten Millionenbereich war. Und dann ist das Ganze so gefloppt, Alter. Das war ja noch das Beste. Er hat halt diese Millions gekriegt, um zu Mixer zu wechseln. Und hat halt trotzdem keinen interessiert. Keine Sau war auf Mixer. Daraufhin wurde es direkt kurz danach wieder eingestellt und er ist einfach wieder straight zurück zu Twitch. Also war der Deal eigentlich für ihn voll egal. Zwischen 20 und 30 Millionen. Junge, ey, das sind einfach Zahlen, die kannst du gar nicht vorstellen. Alter. Ja, der hat's für selbst seine Kinder und die Kinder, die haben ausgesorgt, ey. Völlig krank. Nur weil er ein bisschen Fortnite gezockt hat, ey. Ja, wirklich. Es ist abnormal, was man heutzutage in diesem
oder allgemein mit diesem Internet-Ding erreichen kann, ne? Das ist ja nicht nur Gaming, ist ja alles. So auch die ganzen... Guck dir an, wie viele Frauen gerade ihre Millionen machen über OnlyFans oder so, weißt du? Das ist einfach abnormal. Das ist so abnormal. Völlig krank, völlig krank. Twitch, YouTube, Instagram, läuft richtig. TikTok jetzt ja noch dazu. Du kannst auf so viele Arten und Weisen dich im Internet präsentieren und dadurch einfach krankreich werden. Also du kannst, ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass man es schafft, ist halt immer noch hardcore gering. Oh yeah, I have some great ones. The End of Verdansk was probably one of my favorite things. I streamed for, I did my first subathon. It was 7 Kennst du den days Typen da straight, jetzt? and we covered the whole Nee. thing from Gar the nicht. Easter eggs and all the things that told us what was Chilligen gonna Schnauzer happen. auf jeden Fall am Seeing Start. the nuke actually Ja, explode, Mann. and I don't know if anybody keeps up with Modern Warzone, but I had been saying since Verdansk came out that it was going to be blown up by a nuke. So to see it happen was just euphoric for me. Well, I can't wait to see if your predictions come true for this next game as well. Ich glaube, wenn du auf so ein Event eingeladen wirst, ne? Und du gehst da hin und zockst so ein paar Runden Multiplayer mit den Pros von der ganzen Welt. Ich wäre froh, wenn ich einen Kill mache am Abend, Diggi. Ja, ich würde mich so aufregen wahrscheinlich und würde das ganze Game richtig haten, weil ich einfach direkt mit meinen ersten Spielstunden nur verreckt bin. Erstmal gegen Bots rein. Alle so, yo, Multiplayer und in einer Lobby fehlt so ein Spieler. Das bist so du, ja? Ich muss erstmal gegen Bots ein bisschen üben. Ah, herrlich. Lass dich mal so 2, 3 Runden TDM gegen Bots. Frei für alle gegen Bots, sorry. Und dann gucken wir nochmal. Ich glaube, du würdest da richtig auf den Sack kriegen. Ja, natürlich, hallo. Ich finde, es sieht immer teilweise einfach aus. Ne? Jetzt mal so Leute wie dieser Nate Gibson oder so, weißt du, die mal ausgenommen. Ja, wenn du dir so normale YouTuber, Streamer und so anguckst, wie die zocken, du denkst immer so, ja, die zocken schon einigermaßen gut, aber ist jetzt nicht so komplett übertrieben. Und dann gehst du selber rein in so eine Runde und denkst so, Digga. Nee, Mann. Ich finde alleine so in Warzone ist es immer aufgefallen. Wenn du dir Warzone mal angeguckt hast in einem Livestream oder so. Wo sie da mit dem Sturmgewehr irgendwelche Gegner auf verhältnismäßig hohe Distance so weglasern, ne? Du denkst immer so, ja, ist kein Thema. Dann gehst du rein in Warzone, auf relativ hohe Distance, versuchst einen wegzulasern, Digga. Nur alle 6 Sekunden trifft eine Kugel, weil Rückstoß einfach des Todes. Hast du falsche Waffe gebaut, Mann? Nein, es ist einfach, die haben halt schon ein bisschen was drauf. Ist halt so. Muss man wirklich einfach mal akzeptieren. Die können krass gut Rückstoß kontrollieren, haben ziemlich nices Aim. Auch bei denen, die halt nicht abgehen wie Nate Gibson. Ja, Nate Gibson ist ja auf einer anderen Welle einfach. Ich gehe mir mal kurz was zu snacken holen, bin gleich wieder da. Ja, wir haben ja noch ein paar Minuten. Und dann hoffe ich, geht das gleich los. Dann hoffe ich, geht das gleich los. Call of Duty Warzone Mobile. Ja, davon habe ich auch schon gehört. Gibt's ja, Battle Royale Modus in Call of Duty Mobile, aber es soll jetzt noch so ein richtiges Warzone Mobile nochmal geben. Ob das so nice ist, wobei ich ja tatsächlich sagen muss, ich muss mich einmal kurz hier drum kümmern. Ich bin ja einer der wahrscheinlich wenigen Menschen auf diesem Planeten, der tatsächlich zum Zocken eine Smartphone-Halterung auf seinem PS4-Controller hat. Also, ich kann halt einfach am Smartphone zocken mit dem Controller. So. Ist ja ein bisschen wie PSP damals. So, bin wieder da. Sehr gut. Wurde eben Werbung eingeblendet von Call of Duty Warzone Mobile.
Call of Duty Warzone Mobile, das gibt's doch schon lange, oder? Nee, ich sag auch, es gibt so einen Battle Royale-Modus in Call of Duty Mobile. Aber jetzt gibt's explizit, kommt jetzt irgendwie bald raus, Call of Duty Warzone Mobile. Warzone soll ja auch komplett überarbeitet werden und quasi als Warzone 2 rauskommen. Okay. Da reden sie jetzt gerade drüber. Ah, war mal laut, aber auch stumm. Ja, ich hab leise an. Es ist nicht mehr lange, 5 Minuten noch. Ich weiß nicht, vielleicht so Call of Duty Warzone Mobile auch mal reinschauen, so. Ah, weiß nicht. Ja, wobei, jetzt der Controller-Support ist ja deutlich besser geworden. Mhm. Also, vielleicht ist das dann ganz geil, wenn man das mit PS4-Controller zockt. Ja, ich habe ja sogar hier hatte ich eben gerade schon gezeigt, hier, die Handyhalterung für den PS4-Controller. Mhm. Damit ist natürlich mega nice. So, damit zockst damit du halt, auf jeden Fall eine Option. wenn du den Controller benutzt, den PS4-Controller mit der Handyhalterung, dass das Handy direkt oben dran steckt, dann ist tatsächlich Call of Duty Mobile auch mal ganz entspannt so. Aber der Typ da in Blau, ne, das kann ich nicht verstehen. Guck mal, der hat einfach so ein blaues T-Shirt an, wo drauf steht Balenciaga, ne? Das kostet locker 300 € oder sowas. Für so ein fucking blaues T-Shirt, Alter. Wenn nicht sogar viel mehr, aber ich kann es beim besten Willen auch nicht nachvollziehen. Allgemein ja das ganze Ding. Ich weiß, dieser eine komische Ja, moin, kostet einfach 500 €. Holy shit. Also für mich persönlich, ja, für mich persönlich sagt so ein T-Shirt immer nicht, guck mal, ich habe viel Geld, ich bin reich, sondern sowas sagt mir immer, guck mal, ich bin dumm. Ich schmeiß einfach dumm Geld aus dem Fenster, weil mir irgendein Trottel sagt, ich muss das machen. So, also ich habe hier sein T-Shirt habe ich hier gefunden, also nicht in Blau, sondern in Schwarz, aber genau dasselbe T-Shirt für 495 €. Alter, wer gibt denn so viel Geld für ein T-Shirt aus, Mann? Holy shit, ey. Never Das ever. kann ich nicht nachvollziehen, Mann. Also wenn man das kann sich ich nicht nachvollziehen. Wenn man sich ein bisschen was teureres holt, sag ich mal, kann ich ja verstehen, ne? Wenn du jetzt nicht unbedingt nur bei Kick oder so deine Klamotten holst, hier ein T-Shirt für 2, 3 €. Sondern wenn du jetzt sagst, okay, ich zahle mal ein 20 für ein T-Shirt. Aber vielleicht 30 € für ein T-Shirt. So, 500 €, wenn ich jetzt mal zurückdenke, ey, die letzten 3 Jahre habe ich vielleicht, oder 4, 5 Jahre, habe ich vielleicht 500 € für Klamotten ausgegeben. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Meine Winterjacke mal ausgenommen, das ist so eine Jack Wolfskin, so eine mega gefütterte und so, die hat, glaube ich, auch 400 € gekostet. Aber das ist noch was anderes, finde ich. So eine gute Winterjacke sich zu kaufen. Die kaufst du halt einmal und die hält 10 Jahre. So ein scheiß T-Shirt, das trägst du halt, weiß ich nicht, 30 Mal und dann kannst du wegschmeißen. So. Vor allen Dingen trägst du es im Normalfall auch nur im Sommer. Also ich meine, du kannst es im Winter ja auch tragen, aber dann trägst du meistens einen Pullover oder so drüber und man sieht dein T-Shirt eh nicht. Ja, eben. Also ich hab sonst im Winter habe ich immer Pullover an. Ganz selten mal, dass ich wirklich nur im T-Shirt rumlaufe. Ja. Aber es gibt ja wenig Kleidungssachen, wo ich sage, okay, da sind 200 oder auch mal mehr angebracht. So, zum einen Schuhe, wenn man richtig geile Schuhe sich kauft, keine Ahnung, gute Wanderschuhe oder sowas. Ja, nee, dafür auch. Also so ein bisschen über 150, das kann ich schon akzeptieren für Schuhe. Aber so 200 oder mehr würde ich für Schuhe nicht mehr einsehen. Dann bin ich mit 200, 300 eher bei einer Jacke dabei. Ja, wie du gerade sagtest, eine dicke halt. Winterjacke. Aber Schuhe gehe ich auch. 150 sehe ich so langsam schon als kritisch an. Auch wenn du sagst, gute Wanderschuhe. Aber wenn das auch richtig da nicht. Gute Wanderschuhe sind, so, die halten halt auch dann ewig so. Ne? Ja, aber du kriegst auch richtig gute Wanderschuhe, die ewig halten für 120. So, da brauchst du keine 200 oder mehr ausgeben. Ja, ich weiß. Ich habe ja auch welche jetzt hier für 80 € gekauft und die sind top. Habe ich jetzt auch schon 2,5 Jahre und immer noch geil. Ja, deswegen sage ich, Schuhe gehe ich nicht mit. Dicke Winterjacke würde ich schon sagen, ist auch 200 oder ein bisschen mehr okay oder so. Oder die 400 finde ich jetzt auch fast übertrieben, muss ich sagen. Hat auch geschmerzt, muss ich sagen. Hat geschmerzt, ja. Ja, guck mal, das teuerste, was ich mir bis jetzt an Schuhen geholt habe, waren auch 120 €. Und Jacke, weiß ich gar nicht, ich glaube, so teuer war ich noch gar nicht. Das teuerste war bis jetzt 80 €, aber ich habe auch keine so eine dicke Winterjacke. Mir ist ja nie kalt, weißt du?
Ja, stimmt auch wieder. Das Dickste, was ich habe, ist diese eine schwarze Jacke, weißt du, die nicht mal eine Kapuze hat, diese aus diesem Fließstoff. So. Ist okay, Ja, das reicht. wäre mir viel zu kalt. Ja, die ist voll scheiße warm im Winter. Ich habe halt so eine richtig fette Daunenjacke, ist das. Ja, aber dir ist halt auch Ist kalt, ultra so fett. alles sobald unter 20 Grad ist halt kalt. So. Ja, ist so. Ich habe heute schon überlegt, ob ich Heizung anmache, Digi. Nicht bei den Energiepreisen, Bruder. Da würde ich lieber ein Lagerfeuer im Stimmt. Wohnzimmer machen, Diggi. Ja. Ja, ich habe jetzt alle Lampen hier angeschaltet, jetzt bin ich auch ein bisschen warm. Ja, sehr schön. Sehr schön. So, 16 Sekunden noch. Ja, nice. Warum ist bei dir nur noch 16 Sekunden? Weiß nicht. Ja, wird schon passen. Ja, bei mir ist, glaube ich, Mal aktualisiert bei dir. eine Sekunde verzögert von daher. Ja, jetzt aktualisieren, Brudi. Ganz kritisch. Eine Okay, Sekunde. los jetzt. So, let's go. We're a team. All of us. Let's go get him. Fahrzeuge, Brudi. Fuck, so ein Juggernaut gibt's wieder. Ja. Achso, Warzone 2.0 stand da gerade. Warzone on Mobile. Ja, ist direkt FOV auf 30, Brudi. Yes, sir. Yes, sir. So, das war alles. So. Okay, achso, Alter, wie jetzt kommt viele das Event. Leute sind da. Holy shit, die zocken da alle, oder was? Hey, ich dachte, da wären so 20, 30 Leute, Mann. Das sind einfach 200. Und die haben Oh, keine das kleinen stimmt. Office-PCs wie an der Gamevention. Ich hoffe, die sappeln nicht ganz so viel. Ich will Gameplay sehen. Ich will Maps sehen, ich will Waffen sehen. Oh, die haben bestimmt viel. Also gute Leitung da, ey, mit den ganzen Leuten, die da zocken. Holy shit. Ja. Was meinst du, was Activision das Event gekostet hat? Was meinst du, was alleine die PCs, die da stehen, gekostet haben? So just know that what we shared today across Modern Warfare 2, our brand new Warzone 2.0 experience coming later this fall, and our designs to bring Warzone to mobile for players on the go are all certainly big news. But it's just the first chapter of a very bold, long-term vision that we carry to take Call of Duty to even higher heights in the years to come. Ultimately, though, we know that you, Mal kurze Frage, war das nicht so, dass nach MW2 jetzt erstmal 2 Jahre Pause ist? Also quasi ein Jahr Pause und Dann dann... lass ihn mal talken. live in person with more than 200 of the biggest Versteh's streamers nicht, and wenn du creators in all of dazwischen gaming. quatscht. They will Über finally get 200. their hands on the true star of the show, the gameplay itself. So let's get right into it. It is my esteemed pleasure to introduce Ninja ist auch da. alongside me Patrick Kelly, Klar. co-studio head of Infinity Ward and the executive creative director of Call of Duty. Pat, welcome. Thank you, Johanna. It's so exciting to be here with all of you. It's been such a Aber die journey fahren to das auch get immer to this größer place. auf, ne? So diese ganzen You know, Call of Duty Events on und the so franchise, mit Social I Media always und get alle asked by einladen people, und or so, ist regularly get heftig. asked by people, Ja, what ist are the echt so. areas you focused on improving, or what are the areas you innovated on? Weiß jemand, wann Amazon die Beta-Codes schickt? Hab immer noch keinen bekommen. Keine Ahnung, das kann ich dir nicht sagen. It always comes back to gameplay. Gameplay is king. But I could go on and on. Things like third person. Things like where we've innovated in the space of Battle Royale. We've got an all-new mode in DMZ that has large player counts along with massive player counts of AI. And it goes on and on and on. We've got mobile connected with progression and everything else across all of the games. And it just goes on and on. But you know what? It all comes back to one thing. It comes back to fun. Everything we do is in the service of fun. Whether you're a hardcore player or a casual player, whether you are somebody who likes to play with your friends or you like to play alone, wherever you play, be it on console or PC or mobile, however you play, whether you're a camper or a Die im slayer, Hintergrund sind we've tried to think hart gut about drauf, fun glaube for ich. you. And hopefully today you're going to see that and play that, and fun is what you come away with.
Absolutely. You know, fun is definitely what we're going to be heavily focused on. And I'm particularly excited about some of the social features that are coming as part of this launch. Things like proximity chat and new gulag twists. There's definitely going to be instances where players will interact not only with their own squads, but may even have to work together with other players in unexpected and pretty fresh ways. We've already seen some hilarious interactions, in fact, during play sessions. And I can't wait to see how these new ways to connect evolve over time. Now, Pat, what can you tell us about weapons? Oh, wow. So we've completely innovated in the area of connecting you, the player, to your instance in the game, making you feel more in the game. And I guess you can think about it as starting out with the camera. The camera represents your eyes, right? So connecting the camera to your body. We've done that with some inverse kinematics and some physics and other things like that. We've connected then the body to the hands on the gun, again, with some sophisticated inverse kinematics. We've connected the gun with the actual bullets coming out of it. So now, wherever that gun is pointed, however it's pointed, the bullets are coming out of it exactly from the barrel. There's no disconnect there. And that's before I even get into what we've done with the new gunsmithing and how you build your weapons and the platforms, etc. But look, you're going to play it, and I hope you'll love it like we do. All right, well, we've taken up enough time. Ich habe das Gefühl, irgendwie keiner hört den zu, oder? Can we tell them about raids? Yes, thank you. So, ist halt echt so. With the beginning of Modern Warfare 2, er labert auch nur Scheiße, so, hä? Also am besten redet und redet, so wie so ein Politiker und irgendwie kaum Infos. Ja. Ich fand es eben gut, wo er sagte, so, unser Fokus liegt komplett auf dem Spaß. Ist halt voll gelogen, Mann, deren Fokus lag schon immer auf Geld. Wenn es auf Spaß ist, dann wird es keinen Ingame-Shop geben für 24 € ein Outfit. Das macht nämlich keinen Spaß. We've got a whole series of quests and gameplay challenges that occur when you actually win in Warzone or you hit different milestones that you'll have an opportunity to do. And believe me when I say, everyone in the match will know when you're on them and if you prevail at them. So look forward to that. Big things ahead. And now, before we kick it over to Miles and team to carry the day, we're extremely excited to give you the world premiere of the Modern Warfare 2 multiplayer trailer. Thanks again and enjoy the show. Ich find's cool, dass sie extra eine grüne Hose anhat. So, komm schon. We got intel reports of Hassan and the cartel forming terrorist cells all over the globe. We've never seen activity on this scale before. Die Maps sind wichtig, Mann. Ja. The world is a vampire. Welche Serie war das nochmal, wo das war? Weiß ich nicht. Ja, das ist die ganze Zeit Blackscreen. Hä, das ist doch nicht richtig, oder? Bitte. Ah, jetzt geht's weiter. Oh, das war nicht gut, glaube ich. Okay, Juggernaut gefällt mir schon mal gar nicht. Aber wird, denke ich mal, schwer zu erreichen sein. 15er Streak oder so. Okay, zerstörbare Map auf jeden Fall, habe ich eben gesehen. Ja. Der Fußboden war zerstörbar, ja. Kameras, Alter. Hä, ist der Gegner gerade geplatzt wie ein Luftballon, Digga? Er hat irgendwie Elemente von Rainbow Six dabei, oder? Ja. Krass. Oha, der Rückstoß. Aber Visier sieht nice aus. Visier sieht nice aus, also das Zielen, ne? Das sieht geil aus. Ja. Ja, Kampfflugzeug abgeballert, ey. Nice. Ja, können sie direkt unten lassen, ey. Ja, das ist doch nice, dass man es abballern kann. So, und jetzt zeigt mal ein bisschen mehr Gameplay. Mal so richtig Gameplay. Okay, so die Stromgranaten oder sowas. Okay, Dröhnchen auch dabei. Warum ist da ein Auto, Alter? Warum ist da ein Helikopter, Alter? Ja, ist auch Kampagne und so, Mann. Oder ist das jetzt wieder Warzone? Ne, das soll eigentlich hier Multiplayer-Reveal sein, Mann. Achso, hatte ich gar nicht gehört.
Gut, es geht auch um Da Warzone hat er die Shotty tatsächlich. nochmal gezeigt. Okay, perfekt. Warzone 2.0 stand da gerade. Ah. I'm on my way. Pre-order now, du so hab schon. Pre-order now and get early access to the open Ich beta. wollte sagen, hab ich ja also schon. Du kannst ab Okay, morgen kommt direkt zocken, ne? nochmal. Kommt direkt nochmal der Trailer, oder was? Ja, alles klar. Weil da wahrscheinlich viel Blackscreen war, haben sie gesagt, hauen wir nochmal raus. Das, lol. Ja, können wir doch mal sehen, was im Blackscreen Aber war. nochmal gucken, finde ich ganz gut. Activity on this scale before. Man sieht beim zweiten Mal dann immer doch nochmal mehr. Wobei ich tatsächlich am Überlegen bin, ob das die ganze Zeit... Ich habe auch nicht alles zugehört, was sie gefaselt haben. Aber ich habe das Gefühl, das ist komplett gerade nur dieses Warzone 2.0. Ja, aber hier war eben Blackscreen auf jeden Fall. Das habe ich Ja. nicht gesehen. Ah, okay, Ja, die Sniper sah aber, die sieht nice aus. Aber die sieht slow, nice aus. Bruder, Ich hab slow. Bock. Ja, slow, aber das geht hoffentlich noch. Ah, Quickscopen wird, glaube ich, so eine Sache, Diggi. Ah, Wird schwer. Ah, das Scope sah geil aus. das, ja, Ah, jetzt das, der Boden, siehst du? Hast du gesehen? Nee, der Boden bleibt heil. Der schießt Bomben durch den Boden durch. Das ist 100%ig Rainbow Six Siege. Secure. Da gibt's nämlich auch so ein Ding. Okay. Der Boden ist nicht kaputt gegangen. Das ist doch ein neuer Spielmodus, der so ein bisschen wie Siege aufgebaut ist. Hätte ich Bock drauf, so einen taktischen Modus wirklich. Ja. Also ich meine, gut, es gibt ja jetzt schon taktische Modi, ne? Wie Suchen und Zerstören zum Beispiel oder so. Aber ich finde es da halt nervig, dass du immer diesen Permadeath hast, ne? So einmal tot musst du halt warten, bis ein neues Game anfängt. So, ist halt Ist scheiße. halt immer bei taktischen Modus. Ja, ich finde, ja gut, sonst würdest du halt auf Taktik scheißen, ne? Aber ich finde, man Ja. muss da mal irgendwie so einen Mix finden. Oder vielleicht, dass die anderen Spieler einen dann wiederholen können oder so ein Quatsch, weißt du? Aber irgendwie mal ein bisschen mehr auf Taktik, aber trotzdem, dass du nicht mit einem Tod raus bist. So in Warzone haben sie es ja auch gemacht, dass du hier mit Wiederbeleben und sowas, ne? Da waren sie, glaube ich, auch die Ersten mit. Und nachdem Call of Duty das hatte bei Warzone, kurz danach hat das ja Fortnite auch eingeführt mit Wiederbelebung. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder vorher auch schon wieder belebt, seine Mates. Fortnite? Ja, safe. Achso, du meinst hier mit, And get early access to the open du meinst beta. Gulag. Nee, ich meine schon, dass wenn die ganz raus sind, dass du sie dann noch wiederholen kannst. So, nee, das... Du konntest sie nur, wenn sie noch am Boden liegen und krüppeln, wieder hochholen. Ja, genau. Ja, und Call of Duty hattest du das erste Mal, dass du die komplett reviven kannst, wenn sie raus waren. Ah, okay. so excited to truly be here with a few of the members of the Infinity Ward team who are bringing Modern Warfare 2 to life. Guys, we have 200 of our friends behind us who are going to be playing and streaming shortly. But before that, we also have Stephanie Snow, Director of Communications for Infinity Ward, as well as Joe Seeker over the there, Jeff Smith, multiplayer design directors here at Infinity Ward. Guys, first off, how are things evolving from Modern Warfare 2019? I mean, let's start high level because there's a lot to get through today, guys. You saw that trailer. Let's go with the philosophy, Steph. Let's stay high level. What went into the creation of the game? You said it precisely. There is so much. This game has Ja, ganz so viel hat man jetzt noch nicht gesehen, ne? Something for everyone, and it's really been the result of 3 years of hard work at IW and our partners across all of the Activision studios. And so much of that work started with you guys at home, the community, the fans, our creators here, and that conversation and feedback from 2019 is really been a core piece of what Modern Warfare Es scheint ja tatsächlich, dass sie voll auf die Community und die Streamer gehört haben, was scheiße lief. Ja, wir werden es ja sehen am SBMM. Also wenn in MW2 Skill-Based Matchmaking drin ist, wissen wir auf jeden Fall, dass sie gerade gelogen hat. Okay, so Jeff, well, I don't know where to start anymore. Ja, oder nicht? Let's set up what Modern Warfare 2 multiplayer. Das war an MW, war das der größte Kritikpunkt. Because there's a lot of details, friends, Ja. juicy details. Sure, I mean, you know, when you come into making a sequel, it can be kind of tricky, you know.
what do you keep from the previous game? What do you get rid of? And where can you add Director new of things in Multiplayer and not mess up this kind Design. of nicely balanced ecosystem Der that we have? Map-Designer. Also er ist so we dafür came up with a few, verantwortlich. methods. One of them being player Er kriegt behaviors. den Hate später When I ab. say behaviors Ja. And not Sie haben seinen Namen gezeigt, man. Sein Twitter-Account wird jetzt schon bombardiert. But behaviors are more ingrained in how players play. And we just put them into 3 big groups. We call them rushers, which are just aggressive players. They just want to find the action and go. And then we have sentinels, and these are defensive players. They want to just kind of hold down a building, maybe keep a little overwatch. And then we have stalkers, which are reactive, and they kind of hang back and try to read the field and read where spawns are. Campers nennt man die auch. And really, we just kind of use these as filters to keep us honest with the content that we're making. Erstmal gut So that we're gedisst. making enough toys and equipment for players to be Am successful. schönsten finde ich das, mit einer Shotgun hinter einer Ecke zu warten und dann dem Gegner in den Rücken zu schießen. Oh boy, there are a ton of new features to dive into with this game, but we really pushed forward even the most okay, jetzt geht's die Themen durch. Of what makes a Call of Duty game with Modern Warfare 2. Maps finde ich am really interessantesten. amazing for me to come on board this past year and see these innovations coming to life, to hear Jeff jump into, you know, breaking down the 1v1. And personally for me, water. Our water, I've seen the memes, we love water. It's really hard to make in games. With the aquatic combat, some of the things you're able to do with vehicles in the water, I think that level of immersion is really going to speak to fans and has been something that I've really enjoyed playing the last couple months. Aquatic combat. Steph loves to swim. Joe, Sure can we go into some details about our water-based adventures in MW2? Yeah, I mean, last game we really Water-based adventures? We knew we didn't have time, right? So in Verdansk, we froze the rivers and we made the outskirts just to kill trigger. In this game, as soon as we started Modern Warfare 2, we leaned into water, both visually, beautiful caustics, there's waves with white caps, but we also, the gameplay side, there's unique ballistics underwater. You only can use certain weapons underwater. Your pistol is your weapon underwater, otherwise you can't use your primary weapons. But it's also a nice cover or evasion mechanic. If you're getting shot at, you can dive into the water. Aber das sieht aber geil aus. Sieht geil aus, sieht geil aus. Also das muss man wieder. Wenn ich da jetzt zurückdenke an die ersten Vanguard-Videos, da dachte ich so, Digga, nee. Aber das sah echt geil aus. Genau, sah wirklich sehr gut aus. Every piece of equipment, has been filtered. Like, how does it work through water? Like, we had to look at everything in the game and say, how does it work? Muss man ihn lassen. What's the best version? Our vehicles will just slowly submerge. Yeah, really would, instead of blinking out. Yeah, everything. A lot of details. The behaviors are awesome. Oh my God! Well, I can't quite wait to literally, dip my toes into those waters. But guys, let's not forget about the ground and the air. Like, I mean, what else is going to be coming to the movement system, Joe? What do we got? Well, you know, last game we did mount, and we had slide, and even though we're a military shooter, fluid movement is super important to us. So this game, as you saw in the trailer, you can see here on the video, we have a new ledge hang mechanic, and that's essentially a high mantle. But instead of doing a high mantle and throwing yourself up over into combat, you can now peek. If you have a pistol, you can pull that pistol out and use that. Da gibt es doch sicher wieder 12.000 Spots dafür, wo irgendein Idiot die ganze Zeit dranhängt. Du kannst da einfach an so einer scheiß Kante, da unter der Kante campen, Digga. Und wenn du irgendwo hochklettern willst, brauchst du jetzt doppelt so lange, weil er erstmal da so dranhängt und du dann erst hochkletterst, wa? Specifically in a very cool way. I'm going to save some of that gas for when we get to Warzone 2.0, but it's really exciting. All right, vehicle details to come. But now, guys, let's talk about equipment. Obviously, crazy sandbox, a lot of cool toys to play with. Joe, what are some of the new dynamite new items that we're going to be throwing at each other and equipping and using and all sorts in the next game? I mean, you saw some cool stuff in the trailer. You saw the drill charge. You saw the shock stick. One of the other cool ones you saw is the inflatable decoy. And this is a mine that you can throw out, and it basically sits there. And if a player gets close to it, it auto deploys. Ist der da gerade rausgehechtet? It's like a car airbag going off. And it faces the person that triggered it, and so it's a great distraction technique. You can also fire it off with a clacker if you want to control when it goes off. You can throw it in water, and here you just saw the DDoS. We added all this equipment into this game, and the DDoS is our kind of answer of like, hey, I'm going to breach this building. I want to go clean house, but I don't want to deal with all the shit inside. So I'm going to hit the DDoS. Boom! It's going to shut down everything, and I can move in. Ja, aber das sieht gerade schon sehr taktisch aus, aber ist halt nur Trailer, ne?
But it also Ist halt Warzone, ne? balancing mechanic, so you can't use it indefinitely in Warzone. Ist das Warzone? And there's, I mean, there's so This is much the more. TAC cam too, which Yeah, you guys yeah. just saw. Which Oben to steht me halt is, MW2 ebenso, a deswegen. personal favorite. You can put out a lot. Wobei Frage ist auch, wie viel sowieso übertragen wird, ne? Zwischen Warzone und MW2. GoPro, but will actually mark your enemies for, So am Anfang von Warzone war halt auch komplett alles, was in MW war auch in Warzone. So many toys and new tools that we just want players to get in and play with. I think there's something like 13 field upgrades, you know, between Warzone and Core MP, and it's pretty awesome. Oh my God. Until they all get DDoS. All this talk about equipment, it reminds me, I mean, that's one element to look at now, but we've also got Gunsmith, brand new Gunsmith. Guys, what can you tell me about it and how will it So, change jetzt the way that bitte ein bisschen mehr Beschreibung, ey. manage them? I mean, what's going on there? Yeah, so the new Gunsmith allows players to build out their weapons more smoothly than ever before. We put out some videos yesterday for the Intel drop. I hope people dig into those if you want a better look at Gunsmith 2.0. But we're really looking at unprecedented opportunities for weapon customization. And the new weapon platforming will actually allow players to unlock universal attachments through cross progression. So we saw a lot of really positive feedback from the community yesterday. This is sort of intended to, you know, decrease the grind. You're no longer unlocking every single attachment for every single weapon. There will be some shared attachments through progression. And I'm really excited to see the streamers and the content creators jump into this today. I know we all love the gun bench from 2019, so it's exciting. This does sound amazing. So we've been hearing a little bit about weapon platforms and shared attachments. This is very, very cool stuff. Can you dive into those details though, Joe? I mean, what can we expect? Yeah, I can add a little bit of what Stephanie said. We had this vision last game with Gunsmith, and we were like, okay, what if you could take an assault rifle and you could make it an SMG? And that was our driving kind of like motivator for that system. And we kind of hit that. You could take it functionally through attachments, but the weapon name wouldn't change, and we couldn't change the receiver. And really, that's the key thing this game is you can go into Gunsmith, you can set up an AK-47 assault rifle with a thermal optic, with a suppressor, with a grip. And then you can say, you know what, I want to change up the playstyle of this gun. You can swap out the receiver to the AK-74U, make it an SMG, but you can keep that optic, that suppressor, that grip, they all come with. And to what Stephanie said, we have shared attachments within these platforms. We have branching progression. You unlock those guns by playing with other guns. And then we have shared attachments across all guns. And it's all to hit this vision of I'm building up an arsenal of weapons and an arsenal of attachments. I'm sitting down to my gun bench, and I'm going to make the perfect weapon for me. I think maybe the simplest way to think about Das it klingt gut, aber ich glaube, du brauchst länger im Klasseneditor jetzt. That's a receiver, and Ja, definitiv. Yeah, and that's, you know, we wanted to ground that in reality. Functionally, a receiver, you know, is based in that changing the weapon type, and I think it provides a really seamless experience for players looking to build out the perfect weapon for a multitude of play styles. So you're going to be able to jump into that platform and customize however you want for, you know, situational combat. And you're actually going to see the FJX Cinder weapon vault in action today, which is the entirely unlocked Platform 1, the M4, the Mic 4. And the weapon vault maintains its aesthetic properties across all corresponding attachments. So we've heard you talk about the Frankenprint. This is our answer. It's an extremely rare. This is a huge, you know, project for our teams to design these, but it is the ultimate weapon blueprint. And even better, you can unlock the entire Cinder weapon vault with the Vault Edition of Modern Warfare 2. Playable in beta. Available in beta, so we can rock with that thing all weekend long. Okay, so Gunsmith looks incredible. Okay, I'm excited. I cannot wait to get into this one soon. Our streamers are going to get into this one soon as well. But first, guys, we need to hear about maps and modes. We've got our tools to play with, equipment, weapons, maps and modes, though. Let's get into this. Wie die einfach Headsets tragen, weil sonst der ganz rechts den ganz links nicht versteht. Yeah, you know, right from the start, we knew we wanted to build another big map, not only for Battle Royale, but also for this other mode that we've been working on for quite a long time. Welchen Mode denn? Er hat so geteased, Alter. When you lay out these big maps, it's kind of a collection of all these little. Also sowas wie Ground War. And within each of these, Wird we've really fine-tuned that they can play large-scale core modes like Ground War. And a bunch of others really well. And so
you know, stepping back from this large map and looking at how much open world sandboxy gameplay that we have, we looked back at our 6v6 maps and really tried to refine and make them a tighter experience to contrast all this big world kind of exploratory gameplay. So the maps for 6v6, in comparison to the last game, they're just a little bit more straightforward, a little bit more refined. And, Boah, richtig geil. Really enjoy how, das klingt sehr gut. Richtig gut, richtig A lot gut. of diversity in those maps as well. A lot of visual variety, some colorful maps. Die kleinen Maps, klein gelassen. They feel really clean. Guys, you're moving So will ich das hören. didn't imagine to be moved today. Excellent stuff. I might. Richtig nice. First time for Okay. here on air. We've got some of the maps that we are going to be seeing in MW2. Starting with one, we've got a real fun one here, guys. This is one of the aforementioned battle maps. Team, can you give me some details on Sarif Bay? So Sarif Bay is this little fishing town in the south coast of our big map, and we picked this because it has such a great mix of gameplay. It's right on a harbor. Also so we get to Setting show off finde ich all our okay. boats and our new amphibious APC. Ja, ist okay. And you know, swimming. As Nicht we've already übertrieben said. gut, aber auch nicht But schlecht. what you get inside the town is this really intense urban combat with all these tight little alleyways and all this great rooftop combat. And mixed with our ledge hang, you get these really cool parkour combat action happening. Yeah, I love how you describe the Ausgelegt auf das rooftops there on this Hang-Feature, map ja, specifically toll. as like a separate ecosystem. You can kind of migrate that entire vertical. You can go up there and just Also ich glaube, die Map wäre nicer, wenn du halt nicht oben rauf könntest und so. Das Spiel wäre wahrscheinlich nicer, wenn du nicht What about hängen some of the könntest. 6 maps? I think we have some footage of one of the new maps that we're going to be seeing today, named Mercado Las Almas. Do you mind giving us some details on this one? Sure. Mercado is a little street market in a historic Okay, das sieht, section in das sieht Mexico. gut aus, wieder nach BO3. Behind this is, Ja. you know, the authorities Ja. have some intel that narcotics are being Nee, smuggled war das out of Valera, BO3? and they're going Nee, in meine ich, trying glaube ich, to gar find nicht. BO4 and seize them. hatte, glaube ich, mal BO4, später ja. eine Map gekriegt, die auch dieses Setting hatte. Ja, musste ich auch gerade dran denken. Das sieht aber nice aus, das gefällt Das mir. sieht geil aus, das sieht geil aus, ja. Bin ich dabei auf jeden Fall. Cannot wait, really cannot wait. Looks fantastic. Wobei im Endeffekt ist die Optik scheißegal, wenn es spielerisch kacke ist. Wir können jetzt erstmal nur die Optik bewerten, das Setting an sich. Du siehst leider auch noch nicht, wo sind die Camper-Spots. Nee, ist so. But we've got a new large-scale mode that you've alluded to, right? Let's talk Invasion. Invasion. Okay. So Invasion is it's a big war map. It's Big War TDM, or we affectionately call it the shipment of ground war. It's 20v20 It's the shipment of ground war. Okay. 20 AI on each team. AI are coming in fast roping. They're coming in on medium birds. And it's this high action mode. It's super fun, but it's also really chill. Aber The sieht announcer's not nice barking, aus. like, hey, get to be, you know, they're Aber taking hört sich auch geil an, so Ground War, aber ein bisschen kleiner so, aber trotzdem so viel Action, weißt du? Also, hört sich gut an. Und ich habe jetzt keine Fahrzeuge gesehen. Das sah jetzt mehr nach Bodenkampf aus und genau das will ich ja haben. Killstreaks or anything like that, because we don't want AI showing up in search and destroy. We don't want AI in domination. This mode, though, however, was built for AI, and it's a super fun mode. Can't wait for people to try it. Kind of a funny aside, you know, we took the name Ground War from a playlist in MW2, and that was just large-scale TDM and DOM. And we kind of did the DOM in the last game, and now we're able to add kind of the sandbox TDM, and so we're kind of completing the cycle of that old playlist. Yeah. Well, this large-scale stuff looks amazing. This looks so awesome. And okay, so what about the new 6v6 modes? Let's keep dialing it in closer and closer. Steph, what have we got? Yeah, so we also have 2 new 6v6 modes that you're going to be seeing here played today, and they will be in beta in Prisoner Rescue and not. Ja, okay, das ist Rainbow Six Siege Mode. Finde ich cool. Finde ich cool, wird aber Perma das haben. The defenders have 2 prisoners. They're kind of spread out. Ja, safe, muss ja. Keep hold of them. Aber könnte auch ab und zu mal ganz nice sein, ein paar Runden. Finde ich gut. And carry them to exfil. When you pick them up, you enter what's called a wounded carry, where they're up on your shoulders and you can't use your primary weapons. Instead, you have to use a pistol if you brought it, or you're just stuck with fists. But the way that we Das ist immer witzig, wie sie das alles so als neu ankündigen, einfach ein Game kopiert haben. So. Ja, das sind halt auch Sachen, die gibt es halt auch in anderen Games schon seit zig Jahren. Also auch so Sachen wie hier Geiselrettung und sowas, das ist halt schon ein Standardding in CS 1.6 gewesen. So. Das habe ich damals
gefühlt mit 6 schon in Counter-Strike gezockt, war gar kein Thema. Definitely, you know, big S&D energy in this mode, which resonates with me in my time in esports. So this is my personal favorite of the new ones, and also sort of the strategic revives that happen. There is a revive mechanic, and so you are able to pick up your teammates. And I've seen some pretty wild comebacks in our playtest so far. It was a lot of fun. We got to play a tiny bit yesterday. Hier hört sich aber an, nur wenn die krüppeln, ne? Is going to love diving into it over the next week. Okay, I can hardly believe that there's actually a lot more content to get through, but there's one more thing I have to bring up. I have the honor of officially announcing that third-person view is finally coming to Modern Warfare 2. What are the details behind this one? We got a teaser of it on stage from Patro, but what are the details? Yeah, you saw a little hint of it in the trailer too. Nein! It's been a pet project for us, right? We've always wanted to do third-person, and while we're working on all this other stuff, we've been kind of lifting up and doing third-person in each mode. And the cool thing is that it's a modifier on our game, right? We can just turn on third-person. In the beta, we're playing it in Hardpoint, but we want to try it post-launch in S&D. We want to try it in VR, and we have, you know, camera work. The camera collision's been reworked. It handles tight spaces. There's a water camera. There's an interior camera. You can feel the weapon shake when you're firing with it. And it's just, we've put a lot of work into it, and we're excited for people to give it a try. Incredible. I can't wait to see what third-person COD feels like in 2022. Sexy skins and everything. This is a lot of information, Steph. Like, oh, Bro, hoffentlich kommt das nicht in allen Modis, Mann. Digga, damit zerstören sie komplett das ganze Game. Ahead of release, and I said we were going to be bold with this beta, and we are, but there's even more to come. Alle nur L, alle spammen sie L rein in den Chat. Alle L. How can there be even more? I mean, we haven't even got to Warzone yet. Warum L? Was heißt L? Okay, so what about this? L heißt lose. So I'm happy to say that special ops W will win. return as Also our third gut oder schlecht, Daumen hoch oder runter. Two-player missions, asymmetrical in game design. Also L ist die sind aber gar nicht so begeistert, ne? Auch das, was ich bei dem verhältnismäßig schnellen Chat jetzt so lesen kann. Nee, Alter, damit zerstören sie einfach das ganze Game, Mann. Dann hockt sich so ein Camper hinter einer Ecke, macht Third Person an und guckt einfach um die Ecke, kann alles sehen, ohne dass du ihn siehst. Ja, das ist ja richtig scheiße. Steph, you're saying I should be looking now for a special ops partner. Sitting right next to you. Yes, you are indeed. Nee, also wenn, dann musst du machen, dass wenn du Third Person einstellst in den Optionen, dann kommst du auch nur in Lobbys mit Third Person Leuten. Und First Person das gleiche. Oder ein Modi, wo es sowas gibt. Ja, aber nicht dauerhaft. Jeder kann es einstellen, wie er will, wie ein FOV-Slider. So, jo, ich habe jetzt heute mal Bock auf Third Person. Dann ist das Spiel jetzt schon tot. Das sag ich dir. Das macht komplett das Spiel kaputt. Hat halt auch keiner nachgefragt, so. Naja. Wie bitte? 5. Wundertoll. Dankeschön. Take Miles ISO. Jetzt krieg ich auch noch Essen geliefert. Nice. Nice. Einfach so kleine Pizzabrötchen-Dinger. Alle spammen sie nur L. What the fuck? Sind alle richtig mad. Ja, ich hab Chat gar nicht offen die ganze Zeit. Weißt du, wofür sie das machen, Third Person? Sag ich dir direkt. Sag ich dir instant. Skins, Outfits lassen sich besser verkaufen, wenn du sie selber in-game sehen kannst. Our narrative team schwör auf alles. building out his lore, really bringing this operator to life with the creation of his backstory, his motives, and I think the art team absolutely crushed it with this skin. He is so cool looking. All right, so we keep talking about all the things that we have to look forward to, but we are missing quite a big one here. We're missing the start of the beta. So for anyone who wants to get an early, denn du kannst einfach morgen schon loszocken, ey. And trust me, you definitely want to. It is immediately available around the corner for PlayStation players who pre-order any version. Immediately? The open beta starts tomorrow, so make sure you are preloading right now. Now also check out. Du kannst jetzt runterladen. Ja, habe ich schon runtergeladen. Ich geh mal rein. Mal gucken. But don't forget, friends, it's also definitely worth noting that if you brauchst du nicht reingehen. Da steht, dass es noch nicht verfügbar ist oder noch nicht online
gefallen ist. Operator Pack and the FJX Cinder Weapon Vault in the beta, in addition to being able to earn in-game rewards for playing all an deiner Stelle, an deiner Stelle würde ich einfach bis 0 Uhr nachts warten und morgen mich krank melden. So. I hope you enjoy that first look at Modern Warfare 2's multiplayer. Don't forget, you're going to get to see it live and in action in a few short minutes with our crazy set of streamers here, 200 plus here, and ready to rock and roll. But first, ist gerade gelesen. We'll be right back. Also ich konnte nicht alles lesen, aber wenn ich das richtig gesehen habe, stand da, wenn du jetzt digital vorbestellst, kannst du die Kampagne eine Woche vorher ziehen. Brought to you by Mountain Dew, official drink of Modern Warfare 2. Little Caesars, a proud partner of Call of Duty Next and Modern Warfare 2. HyperX, official peripheral partner of Call of Duty. Play like a pro on the big screen with 144 Hz VRR and AMD FreeSync, now on TCL 6 Series TVs. Prime Gaming. Visit gaming.amazon.com today and start claiming your free content. We have 200 creators here on site marching down the green carpet. Aber jetzt fangen sie doch an mit ihrem Content so langsam, oder nicht? Ne, die gucken noch. Bei Scope zumindest. Ich habe Scope nebenbei noch auf. So much in this game. There is almost too much. This is like one of those days where I enter and my hopes are so high. Ich will jetzt Gameplay sehen. Ich will gucken, ob das einer ausprobiert mit dem Third-Person-Scheiß. Ich will wissen, wie das funktioniert. Kill streaks, I think. I'm honestly here just to learn as much as I can to prep for Old Men of Optic because those guys are very old now. So maybe some OG maps coming back. A map that everyone can play. Honestly, give me a broken shot. OG maps coming back, ja. Spiele ich zu 100%. And Mountain Dew flavor combo. Search and destroy code Hoffe ich doch. Capture the flag, code red. If I'm going hard with the boys on a long night at S&D and I'm trying to get some nasty in-game comms. Und solange das auch gute OG-Maps werden. Terminal or high rise? Easy terminal. Ooh, terminal. Terminal. People have terminal nostalgia. Terminal. Ja, Mann! Und alle Terminal, Mann. Ja, wir wollen ja schon seit 20 Jahren ein Remake von Terminal. Alter Hurensohn. High rise. High rise. What? What's your favorite flavor of Mountain Dew? I've grown up on Code Red. Ja, seit Jahren wollen alle Terminal wieder haben. I like the basic one, just Mountain Dew itself. Man, I was gonna pick Code Red too. Can I get a second one? All right. Baja Blast. Starting October 17th, unlock dual double XP, COD points, and also an exclusive Mountain Dew skin in Call of Duty Modern Warfare 2 when you buy specifically marked Mountain Dew. Ich brauche auch unbedingt einen Mountain Dew Skin. Kannst du dir was Cooleres vorstellen? Call of Duty Next, the Mountain Dew green carpet. God damn, it was beautiful. A lot of fun people out there, everyone having a good time, and some incredibly well-dressed people up there. And some Guck mal, da unten haben sie jetzt zwei Call of Duty Warzone 2.0. Ich glaube, das wird wirklich so heißen, ne? Ja, das ist der offizielle Name. Talk about Warzone 2.0. We got a glimpse of some Warzone 2.0 in the multiplayer. Ich dachte, das wäre nur so ein... Warzone 2.0. Ja, ich dachte zuerst eigentlich, das wäre so eine Art Projektname oder so. So, weil es ist halt immer noch Warzone, aber das neue Warzone oder so, dass die halt einfach einen Namen haben, weißt du? It feels crazy for me to be up here revealing Warzone 2.0. I ended up at IW as a fan of the game, and so this moment is absolutely bananas for me. But Warzone 2.0 is everything that we loved about the original Warzone, right? Where it's based on the same experience that we all had, that fun, all of those moments, and it's a return to shared tech across the universe for Modern Warfare 2, and that's going to create a really streamlined player experience. And I think the key innovations that we discussed for multiplayer, those all exist across Warzone 2.0 as well. So we're bringing it back. It's all connected. It's the same world, and I think the players are gonna love it. Finde ich gut. Real excited about this one. Also die Hauptaussage war eigentlich, wir haben den Ordner von Warzone genommen, Steuerung C gedrückt und in den Ordner für MW2 Steuerung V gedrückt. But the centerpiece of all this, of course, is the new map that we've been working on since 2020 with teams across the globe.
It brings together our philosophies on map design. It brings together new technologies in order to do it. Wir arbeiten seit 2,5 Jahren an der Map. Ey, da muss ja aber gut werden, Mann. We learned so much from players experiencing Verdansk and playing in Verdansk over the first few years of Warzone. We're really excited for them to land in Al Mazrah with their squad. There's a wide variety of points of interest for players to explore in this map, and we're really looking forward to seeing everybody in there. Oh, here we go, a brand new map to explore and traverse. I cannot wait. Ich hoffe zumindest mal ein bisschen bunter. Also vielfältiger, ne? Welcome to Al Mazrah. This is our new map ja, for sieht nicht Warzone vielfältig aus. 2.0. It is a genauso aus wie die erste, oder? Mix of geography. It is expansive. Ja, schon ein bisschen anders, aber es sieht wieder nur aus wie Wüste, Alter. Towns, a city, and of course water. It looks way better on this screen than it did on Twitter. But you're gonna find a lot of really cool elevation, rocky peaks, caves, subterranean spaces. This map is beautiful, and it's actually the biggest BR map that we've Al Mazrah, wo ist das? Irgendwo in Nordafrika oder so. Oder halt im Nahen Osten hin. It's huge. Look at the size of that thing. Okay, so that was a big picture, and it's a great way to see it from a sort of top-down layout. But let's take a better look at some of these points of interest. Okay. Ja, hier, ich brauche Bilder. Ja, dachte ich mir das Setting. Ja. Infrastructure in between all the different what we call points of interest along the map. And if you're paying attention, you might even see a few that seem pretty familiar. Digga, aber guck's dir an, so. And so as the team works, die ganze Map, egal was sie gerade zeigen an Point of Interest, die ganze Map sieht doch überall trostlos aus, Digga. Of that single point of interest and find the place that they want to drop and where they want to play, whether it be a high elevation. Das sieht alles trostlos aus. Das ist eine alte Map. Das ist eine alte Map. Whether it be the big city that's up the top right. Ja, kann sein. Ich weiß, was du meinst. MW3, glaube ich auch. Oder MW2? Ja, irgendwann. Nee, MW2, glaube ich. Terminal, Digga. Showdown war das. Terminal, ja. Airport ist Terminal, Mann. Oha, hinten alle Applaus, Mann. That's my favorite. Colloquially called Sunken-Town. I mean, I love to swim, so you find me there. Absolutely. I'm curious what you guys think. Also ich denke mal, vieles von dem, was du da jetzt siehst, sind Multiplayer-Maps, ne? Ja, Showdown ist das. Also Showdown ist auf jeden Fall dabei und Terminal. Die Warzone-Map vorher bestand ja auch aus verschiedenen Multiplayer-Maps zusammengepackt. Ja. Also wahrscheinlich haben wir gerade ein paar Multiplayer-Maps gesehen. Okay, aber Showdown fand ich nice und Terminal auch richtig Terminal geil. Und vor allem Up-Release. Ja. Das wird Up-Release, wird Terminal drin sein. Vielleicht kannst du es in der Beta schon zocken. Die hätten auch, das war auch das Ding, was sie machen mussten jetzt. Ne? Damit haben sie schon mal so einen riesen Pluspunkt einfach Terminal einbauen und fertig so. Ja, aber sie haben eine Third Person drin, Digga. Ja, okay. Das ist so, guck mal, wir haben was richtig gut gemacht und wir haben Third Person, so direkt wieder einen reinhauen, ne? Wie kann man so blöd sein? Call of Duty ist der weltgrößte First-Person-Shooter. Und sie so, jo, wir können ja vielleicht auch der weltgrößte Third-Person-Shooter werden. Ich kenne niemanden, der sich gedacht hat, so, ey, Call of Duty machen das Third-Person, das wäre nice. Nee, Mann, auf keinen Fall. Niemand. Ever. Also du hast sogar so kleine Dreckpartikel unter Wasser, ne? Ja, und die Kugeln, wenn die so durchs Wasser fliegen, habe ich auch schon gesehen. Das sieht richtig geil aus. Explosionen sehen auch geil aus. Oh ja. You can see the armored patrol boat coming by there with its 2 turrets. There's some cool stuff. So I'm glad you brought up vehicles. Steph, you touched on vehicles a little bit earlier. What can we talk about? You know, we've seen boats, we've seen tanks, we've seen all sorts. Jack, what have we got? Aber was ich auch ein bisschen nice finde, ist, dass das Wasser halt wirklich jetzt mal Wellen hat, ne? Das war halt vorher nie so wirklich der Fall. Ja. And as you're driving them around and you're encountering them and other squads are playing with them, you can choose to shoot off the tires to kind of impact their handling. You can have them, they react to explosives differently based on their weight. So if you're in a heavy armored 4x4 and get hit by an RPG, it's going to kind of bounce a little bit, but not quite take the hit as a small sedan. You can also choose with your squad to be rolling into a POI and somebody jumps out on the roof, somebody leans out the window, and suddenly you get yourself a lot of firepower driving into the POI. Of course, that vehicle needs to survive for quite some time in the map if you want to keep using it to go from point to point.
And vehicles will run out of gas, or at least most of them will run out of gas, and then you can bring them to a gas station to fill them up. If your tire's been blown up, you can. You've never seen before in Call of Duty, Alter. On PUBG geklaut, man. And of course, we've got, you know, water vehicles. We've got a small boat. We've got the boat that Joe mentioned with the turret at the front. Aber finde ich gut. Immer alles, was Fahrzeuge schlechter macht, finde ich gut. Ja, man könnte auch einfach die Fahrzeuge rausnehmen, spart man sich auch ein bisschen Zeit beim Programmieren der Fahrzeuge und modellieren und so. It's a platform with 3 doors. You can move a whole squad through the map. What? Wreak havoc. It is so cool. Oh my God. I mean, the fact that you can lean out of the window, you know. Wobei ich es ja eigentlich schon nicht verkehrt finde, dass die mehrere Bereiche einbauen, ne? Dass du halt immer noch dein kleines 6 gegen 6 Call of Duty hast. Du hast einen Modus, der ähnelt Battlefield. Du hast einen Battle Royale Modus. Du hast so eine 2 gegen 2 oder 1 gegen 1 Modi. Jetzt hast du auch noch was Taktisches mit drin. Ist halt nice so. Ja, auf jeden Fall. Du hast so gefühlt alles, was es im Multiplayer-Shooter-Bereich gibt, hast du in Call of Duty zusammengefasst. A gulag? Do we still have circles? Is it still gas? I know there are guns, but do we shoot them? What's happening? What do you want to jump into first? Aber ich bin echt sauer wegen Third Person, man. Sweeping changes, I think, to the high-level components of Warzone 2.0 to continue providing players with both a dynamic and rewarding VR experience. But Warzone 2.0, you're going to hear it over and over again today. It's about fun. This is about playing with your friends, having fun, you know, friends new and old. Maybe you're making them in game. And I think one particular feature that I cannot wait to see the streamers engage with will be our prox chat. Yes! So it's coming. It will be in Warzone, and there is going to be some amazing clips. Was kommt? But I think Joe can tell us a little bit more about looting in Warzone 2.0. I'm listening to that. Was mit Chat hat sie gesagt? Ich habe nicht verstanden. Prox-Chat oder sowas? Ja, ich habe auch nur irgendwas mit Chat verstanden. Und er links ist auch nur noch am Lachen, Mann. You can still travel around and listen for those. We still have the loose loot on the ground, but we wanted to add a layer of learnability and logic to our looting, right? So if you're outside, if you're a little kid, you fall down, you hurt your knee, and your mom's gonna go inside, go to the medicine cabinet and get you something a Band-Aid, Neosporin, whatever. So that's our looting. If you need health items, you can hit a bathroom in a building and there'll be a medicine cabinet, you can open it up. If you want to get loadout items, there are these hidden caches throughout in between the POIs that are in ground, and you can memorize where they are because they're always there. So you can kind of start to develop these paths through the map of how you loot. And there's this logic applied to looting. You know, you can find toolboxes that'll have grenades and things in them. And you find these other crates that are kind of like, it's as if the military that occupied this space came through and dropped off military items. Those crates are always there. So you can always have this reliable layer to looting. Incredible. This sounds really exciting. We go on a road trip through Al Mazrah, quite literally, like have a route we plan, hit the gas station. Dann wird nachher in Warzone alle Spieler immer am selben Spot landen, weil da halt die besten Kisten sind. A huge component of BR's, Joe. Yeah, I mean, the circle's been a staple of BRs. It's been really hard to move away from it. So we kind of talked about what could we do to mix things up with the circle. So we've got this new mechanic where the circle can actually split, almost like a cell splits, into 2, 3, or even 4 circles. And then those circles kind of close down. Nice. What it does is it segregates teams, and you have these micro battles in those circles. And at a certain point, okay, das ist mal ein ganz anderes Gameplay mit einmal. Ja. Und dann gehen die wieder zu einem. Okay, krass. Ja, okay, das wird cool. Das finde ich tatsächlich nicht verkehrt. Warum ist da eigentlich noch nie vorher jemand drauf gekommen? Ist jetzt nicht so schwer, oder? Ja. Crazy. Get in the car, we're going now, go! All right, so apart from circle splitting, what about the Gulag? Is that still around? I mean, there's so much change, man. I mean, I'm ready for it, but Joe, what do we got? The Gulag, you know, we've been experimenting with, we've tried some crazy things with the Gulag. But the current version of the Gulag that we have running right now, where we're excited people to play, is you're not in there alone. You actually have this temporary alliance with another opponent in the map, and you have to work together, and if you can defeat the other team, you can get out. And after that, you guys are enemies again. But for that moment, it's like, all right, we need each other. Let's do this. Use the proximity chat to talk to each other. And the other thing we've been playing around with is you may see a little bit of an AI presence in the Gulag. Finde ich nicht schlecht. Was ist, wenn du alleine im Gulag bist und kein Teammate dabei ist? Oder Gegner? We're excited for people to try it. Yeah, we're going to get feedback today warten, bis noch jemand and like stirbt, so. Joe said, we've been through some pretty wild iterations of the Gulag, which I will not reveal here, but
there's a lot in store. Aber ist auch nicht verkehrt. Wobei es halt schon ein bisschen abfuckt, wenn du halt einfach verreckst, weil du so einen Typen an der Seite hast, der halt für den Arsch ist. Ja. Und dafür darfst du nicht wieder einsteigen, weil er verkackt hat. Absolutely. So strongholds are reinforced buildings that the AI is occupying inside Al Mazrah in BR. And the players can choose whether or not they want to engage with them and assault them to get cool rewards, including free loadout items, which is one of the new ways that we're adding for players to get their hands on. Ja, das sieht aber schon cool aus, so gameplay-technisch. We've worked really hard to bringing AI at scale into Warzone 2, and you're going to encounter them in multiple modes in different ways. In BR specifically, they're in these strongholds, and if you get to a stronghold, you can find the location of a black site, which is going to have even cooler stuff in it, and you can fight your way from one to the next. But in other modes, you're going to find the AI occupying large portions of the map and just kind of protecting different POIs in different ways. Finde ich, glaube ich, ganz cool. Bots in Warzone. Warzone 2.0 is going to have some very, very interesting new modes. Ich glaube, das ist ganz cool. Do you care to confirm or deny Stephanie Snowden? It's finally time. I have read about some new modes on the internet recently, but one of the most exciting things about Warzone 2.0 is confirmation that an all-new sandbox experience is coming at launch. I am happy to announce DMZ, Call of Duty's extraction mode, will arrive with Warzone 2.0 at launch later this year. I played DMZ for the very first time on my first day at IW, and to this day, playing it non-stop, the possibilities with this game mode blow my mind. So DMZ. I can also confirm that DMZ is real. We're not going to go into depth on it today because we do have to keep some stuff in reserve. What I can tell you, though, is we've created a rich sandbox where you can define your own win condition. You infiltrate Al Mazrah, you accomplish your goals, and then you decide to extract when the time is right. It is played across the whole map, and the AI is occupying large sections of the map, and they are lethal opponents, and they do command your respect. You have to watch out for them. You have to work with your team. They patrol areas, they occupy strongholds, and they'll reinforce based on players' actions. And then on top of all this, you can choose which mission you want to accomplish, or you can chase after a variety of activities in the world. Ist das jetzt nur ein Koop-Modus? You can go loud, like I always do. You can go quiet, or you can hunt other players or avoid them entirely. Or you could just decide, hey, I'm going to explore the secrets of Al Mazrah and see what's there. Loot up, exfil, it's totally up to player choice there, and I'm really excited about the full scale of what we're delivering. Das hätte ich halt auch gerne mal wieder, weißt du, so ein Koop-Part wie Spezialeinheiten damals in den MWs. Ja. Nur halt ein bisschen ausgebauter. Ricochet, Anti-Cheat. Dass du auch mal gegen Bots was anderes machen kannst als nur TDM. So. Trust me, although we're touching on some of the core updates to the overall Warzone 2.0 experience today, and mostly focusing on BR, there will be more news to share over the coming months. This is only the beginning for Warzone 2.0. Okay, I need Warzone 2.0 and DMZ in my life ASAP. Stephanie, when? Warzone 2.0 will be free to play for everyone on November 16th. With the start of Season 1 across Modern Warfare 2. Mark your calendars, that's about 2 weeks 16. November? After Modern Warfare 2 launches. And we had 100. Boah, ich hätte jetzt damit gerechnet, dass Warzone erst nachher irgendwie im Januar wiederkommt. I cannot wait to see all of you and hopefully more of you in Al Mazrah for this experience. And you will have a chance to see a Warzone 2 Battle Royale Alpha playtest happening right here behind us very, very soon. Yeah, the streamers are hot to trot. They're raring to go. We will see all of you in Al Mazrah on November 16th. But don't go anywhere just yet. Stick around, because when we come back, you'll see just what Warzone looks like when it's built up from the ground for mobile. You're not going to want to miss this, I promise. Then, after that, we have live gameplay coming at us with all of our friends set up across each and every Modern Warfare 2 multiplayer. We've got Warzone 2.0, Battle Royale, we got Warzone Mobile. It's all happening here, ladies and gentlemen. Don't go too far. Call of Duty Next, brought to you by the GMC Hummer EV pickup, the world's first all-electric super truck. Intel, built for the next generation of gaming. Die haben auch einfach mehr Sponsoren als alles andere. Xfinity Rewards. Get early access to Modern Warfare 2's open beta. Jack Links, squad up with Sasquatch.
Jack Links is Und dann nicht mal so richtige Werbedinger, sondern einfach nur so ein Ergonomic, Foto. leading designer in gaming furniture and proud partner of Modern Warfare 2. Wow. Okay, das ist jetzt Warzone-Gameplay. Mhm. Let's go. Achso, das ist Mobile jetzt, ne? Ja, sie sieht grafisch jetzt nicht nach Mobile aus. Aber eigentlich wollten die ja noch ein bisschen was zum Mobile erzählen, ne? Aber das sieht halt... Ja. Also das ist grafisch, ist es nicht Mobile. Definitiv nicht. More Players? Also wenn es nicht Mobile ist, ne? Junge. Die hatten ja ein Warzone... Ja, das ist die Warzone 1, ne, Junge? Ja. Aber da hatten die doch schon 150 Spieler, so. Und das nenne ich mal ausgewichen, ey. Ist echt so. Ja, dann ist das jetzt die Warzone 1 Map, also die erste hier, wie hießen die nochmal? Ich vergessen, Mann. Verdansk, glaube ich, ne? Verdansk, genau. Da gibt es ja mittlerweile auch schon längst eine neue. Die kommen jetzt an Mobile. Und die gibt's dann in Mobile, okay. Also es ist richtig Warzone in Mobile und nicht dieser Mobile Battle Royale Abklatsch, das ist ja was anderes irgendwie. Ja, sondern halt Warzone, ja, 1. Komplett Warzone. Guck mal, mittlerweile haben wir so leistungsstarke Handys, Alter, wir können einfach 3 Jahre als COD jetzt auf dem Smartphone spielen. On Mobile, ja. Krass. Das ist nice. Mit PS4-Controller, das könnte schocken. Könnte man ein paar Runden mal reinjoinen auf dem Smartphone. So bei der Arbeit. Ich nehme mir immer meinen PS4-Controller mit zur Arbeit, so wenn ich Pause habe. Erstmal eine Runde Warzone zocken. Ja. Wenn Battle Pass und so wieder übertragbar ist oder übertragbar sein wird, das wäre jetzt interessant. Weil bei COD Mobile war es ja nicht übertragbar. Today we are proud to introduce Call of Duty Warzone Mobile. Yeah. This is the real thing and it's on your phone. For the first time ever, you can drop into Call of Duty Warzone from wherever life takes you. Let me quickly point out the gameplay you're seeing today, it's still alpha, so it's only going to get better. And for Warzone fans, you will recognize this drop sequence right away. I mean, honestly, it just gives me so much nostalgia, but wait a minute, Chris. Is that the legendary Verdansk? You know, this is where Warzone gameplay was born, and we're bringing the legendary Verdansk map to mobile for the very first time from its hallmark vistas and these dense urban areas. They're just so much fun. Ja, es sieht aber schon krass abgespeckt aus, ne? Auf jeden Fall. Und das ist wahrscheinlich auf irgendeinem S22 Ultra aufgenommen, weißt du? And Superstore. Even TV station. Well, I'm getting classic Call of Duty Warzone flashbacks here. Can you tell us more about the gameplay? Or, you know what, maybe just give me your phone real quick. Maybe I can see for myself. No? You know, the team has Und ich hätte wieder gerne eine geilere Verknüpfung mit der App. From the way you aim and move to the weapon handling and the control responsiveness, all these critical little details combined to make Call of Duty Warzone mobile feel best in class. We've made sure that the physics, the feedback, the sights and sounds, all those essential little touches are smooth and accurate. It's about creating an experience that's so true to form, you can imagine feeling that dirt compressing under the soles of your boots with every move. Or imagine those tiny shockwaves of recoil moving through your entire body with every shot. In Warzone Mobile, these are the kind of details that we care about that make the combat feel airtight. Sag bitte Controller Support. That makes me really emotional, Chris. And you know, it sounds like everyone's paying attention to detail, and it's finally paying off. Now, when I think of Call of Duty Warzone, I think about strategy. Absolutely. There's a lot more going on than pure gunplay. For example, when you're out there exploring a map and evading the gas circle collapse, you can try to sneak up on another player and pull off a finishing move. It's like ultimate bragging rights. And if you're feeling more strategic, you and your squad, they can complete contracts, use that cash at buy stations. There's a ton of variety there.
including lots of different abilities like bringing back a fallen squad mate. Now, that contract economy, it adds a ton of depth and strategy through risk and reward. I really like that you brought that up, because if you're talking about risk and reward, I think about the kill streaks. I think about the gulag. Are they going to be there too? Yes, everything you come to expect from Warzone, it's going to be there, especially kill streaks. This means you can deploy your big stick of choice, like, you know, a precision airstrike. You might be able to wipe out the entire squad with it. So not so fortunate for them, but they're not necessarily down for the count either, because we have the gulag. So here players can fight for a second Ist chance. halt mobile, ne? So when you go down, you get the fight. Ja, aber ich glaube, auf Smartphone wäre das gar nicht, auch grafisch gar nicht so schlecht. Es muss halt Controller-Support haben. Denn wie gesagt, dann ist ab und zu mal eine Runde ganz nice. Unter anderem aber vorausgesetzt, dass du bei dem Zocken von diesem Game Erfahrung und sowas sammelst und Battle Pass Levels für MW2. Dass du da auch die Verknüpfung drin hast. Das wäre nice, ja. Das wäre mir wichtig. Wait, hold on. Did you just say 120 players? Or do you mean bots? Because it seems like in Battle Royale games on mobile, they're usually loaded up with boring bots. Well, we believe it's critically important and a lot more fun to play with real, live, human opponents. And that's our focus. So for anyone who's tired of playing with nothing but bots, we hear you. We're talking up to 120 real players ready to hunt you down with real human skill and real human emotions. That is Call of Duty Warzone. Und ich hoffe auch mit einem Real Human Controller. Everyone's excited, and absolutely it is huge. And I don't think there's a game on mobile that can top that, in terms of real player count, of course. But how are you able to even pull that off? We can support real player counts at dramatically higher scale than we've ever seen in other Battle Royale games on mobile, because Warzone Mobile is running on advanced, unified Call of Duty technology. This is the same shared tech behind the console and PC versions of Warzone 2.0. It gives us a ton of advantages, like these incredibly high player counts, authentic Call of Duty combat and gameplay systems, and it opens the door to a much more connected experience across all platforms. So when you say more connected, does that mean that Warzone Mobile will share content and features that will be in the console and PC version of Warzone 2.0? Exactly. Delivering a deeply connected experience, it's been a strategic pillar from the beginning of development. Now, we know that your time is precious, and your investment in playing is now recognized across Modern Warfare 2, Warzone 2.0, and Warzone Mobile. So wherever ja, Mann. Nice. Ja, Mann. Dann join ich da auch mal eine Runde rein. So. Dann macht es auch Sinn, da einfach mal zu zocken. Dann hast du was davon. Ja. Abends im Bett, Handy in die Controllerhalterung rein, let's go, ey. I totally get that. Einfach nochmal zwei Level im Battle Pass machen. Im Hintergrund. Authentic Call of Duty weapons and operators recognized in Modern Warfare 2 and Warzone 2.0. And whatever you get from the Battle Pass, you will see it on console or PC. Geil. It'll also be there on your mobile device too. And the other way around works as well. Oh, Fortschritt gleichzeitig, nice. Richtig nice. Wahrscheinlich können wir uns aber auf dem Handy gar nicht wieder mit diesem Activision-Account anmelden, weil der irgendwie über PlayStation und keine Ahnung, Accountverknüpfung. Weil das immer voll complicated ist, weißt du. And we'll continue to adapt the best content and features and innovations created across the franchise. But at the same time, we recognize that mobile is a very unique platform. Mobile has its own flavor, advantages, and player expectations. Sounds like the game will be tied into the Call of Duty franchise pretty nicely. And will there be mobile-specific events or content that is unique to Warzone Mobile? Yes. Above all else, the team is committed to ensuring alle Fragen, die sich stellt, also yes. Mobile-first experience Yes. right down to its core. Controls are a huge part of it. It just needs to feel natural on the device, intuitive, and native to the platform. A lot of it comes down to tuning, and this is why we're supporting synchronous crossplay between iOS and Android platforms exclusively on mobile, and we're avoiding the imbalance that comes with crossplaying between mobile devices and consoles, or mobile to PC. This allows our teams to deliver the best possible mobile gameplay experience with a unified feel. And by doing this,
We don't need to compromise the tuning. Wahrscheinlich brauchen sie dafür die Black Ops 4 Server. Now, keeping those controls balanced for all player types, it's super important. So whether you're the hardest of hardcore mobile pros, or maybe you're a console-first player that's sneaking in an extra match during your lunch break, even brand new players to the franchise who need a little help getting into the flow of the game. Aber das sieht doch bei denen auch nicht aus, als wenn die mit Touchscreen-Steuerung spielen, oder was? Ja, doch, da gibt's schon richtig gute Leute. I love that accessibility. Richtige Freaks that sind means das. all my friends can get in on the action for a change, but how do they sign up? Yes! Well, it's time to get your mobile devices ready, because I'm super excited to announce that starting right now, you can pre-register for your free download in the Google Play Store. Signing up means that you can be among the first to play when the game launches next year. We look forward to seeing everyone in Call of Duty Warzone Mobile. Brudi, echt jetzt? Hey, we got Ferg on the horn. Bis dahin habe ich schon fast Dark Matter, Mann. Lohnt gar nicht. Hey guys, Ferg here, and I am thrilled to be one of the first to pre-register for Call of Duty Warzone Mobile. And now, you can too. Scan the QR code at the bottom of the screen to be among the first to drop. Tell your friends, because the more pre-registrations we drive, the more rewards we can earn. Like special weapons, vinyls, and emblems. Plus, if we reach the top milestone of 25 million pre-registers, we're going to unlock a super cool secret reward you're not going to want to miss. What are you waiting for? Sign up using the QR code below. Nee, Mann, ich lad's mir runter, wenn's soweit ist. Was war das auch für ein komischer Typ, ey? Weiß ich nicht. Der sieht aus, als... Weiß ich nicht. Den würde ich so in eine Reihe stellen mit allen Leuten, die als erwachsene Person irgendwelche Sendungen im Kinderfernsehen moderiert haben. Der hat so diese Gesichtsmimik so extrem, weißt du? Schläft der Arsch ein so langsam, ey. Ja, ich habe auch nicht gedacht, dass es so lange geht, das Event, ey. Nee, ich hätte auch gedacht, so eine halbe Stunde oder so, und das ist gut. Aber ich habe ein Abo gemacht in der Zeit. Danke übrigens dafür. Ja, von der dreibeinige Kanalreiniger. Insane. It's incredible. We actually got to load up with some of the players yesterday in a little bit of a pre-test, and loading into Gunsmith 2.0 was actually so aesthetically pleasing. And aber jetzt bin ich hyped, Bruder. Jetzt bin ich richtig hyped. Ja. Ich habe jetzt so Bock, einfach MW2 anzuschmeißen, los. Und du darfst morgen und ich erst Sonntag. Was zockst du denn morgen Abend? Weiß ich nicht, Mann. Wahrscheinlich dann weiter Dying Light 2, so. Ist halt sad, aber ich habe richtig Bock, das Game im Schrank stehen zu haben. Dafür verzichte ich jetzt auch auf 2 Tage Beta. Aber man kann sich auch so einen Beta-Key kaufen, ne? Für 2 Euro bei MMOGA. Ja. Ja, also wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Ist wahrscheinlich jetzt ausverkauft nach dem Event, aber... Ja, macht nichts, ist egal. Ist egal. Du speicherst sowieso den Fortschritt aus der Beta nicht, Mann. Sonst hätte ich jetzt echt Wert drauf gelegt. Na, da kannst du an einem Wochenende schon mal Prestige 1 werden, so. Ja. Über Prestige-System haben sie gar nichts gesagt, also wird wieder das alte sein, 100%ig. Oh, jetzt kommt ganz viel Gameplay. Richtig Gameplay, 6 gegen 6 fängt an. Ich will sehen, zeig es. Oh, die sind alle im Menü. Nice. We're actually almost ready to get into the gameplay, guys. I mean, Ali, you teased it a little. Yeah, just a little. Und Third-Person Gameplay war da mit drin. Als vorletzter Punkt. My bloody desk. We got to play a tiny bit yesterday. Yes. It was pretty fun. But now we get to watch 200 streamers, some of the world's finest. Quite literally from almost every part of the planet.
coming together here in this crazy top secret location. Oh ja, hier ist Scope hat reingejoint jetzt da in seinem Gameplay. Incredibly loud. Yesterday it was loud, and I believe like not even everybody had shown up yet. So now that we have a full building of all of these creators, all of these PCs, I'm expecting people to get up and start screaming, Miles. It's going to be insane. Clint, we heard Courage from like headphones on. He can be heard from space. Oh yeah, no, 100%. Like Bobby Pop, if he's on a subtrain or something, Lord knows what that's going to sound like. But my boy Tyler Blevins, Ninja here as well. But like, I think this is a testament to how pumped up everyone gets about Call of Duty every year. Like the fact that there are this many big name streamers in attendance, we're going to see some incredible gameplay, go through the various modes. I mean, this is going to be a real treat. It really is. I mean, and you've been okay, direkt eine Sniper in der in Hand. this venue right now, and we've got streamers and players from, you know, all across North America. Wen guckst du zu? Das klingt gut. Ich guck noch das Video. Okay. Geht los auf jeden Fall. Bei Scope jetzt. Search and Destroy. All in one room, getting ready to grind. And, you know, I was talking to them earlier. I was walking around, doing the rounds, saying what up to everybody. They're going hard. Okay, die Sniper ist langsam, I'm here to fry. Zuma's ready to go. So I'm interested to see them with these new weapons and the gunsmith, what they come up with, especially our new game mode. Mega langsam. It's gonna be lit. Holy Listen, shit. As much as they're here for their love of Call of Duty, they're also here because they want that banger clip. Like everybody wants, like you know, like, you're trying to go out and try some of these big names, get a clip out on social. Ich hoffe, ich verpasse nichts. So yeah, I'm sure people are going hard in the paint or falling to their death if they're Tim. I'm sure we're going to have a couple of those. We'll go a little bit of that later on. I think we're actually ready to hop into gameplay. Dr. Lupo, one of our first here, and he's already down and out, but we are playing, I believe this is Hardpoint and Mercado, Nameless. Yeah, you know, I didn't get to play this map yesterday, but one thing I just want to point out with this game is it's a lot more vibrant than some of the MW games that we've had in the past. There's so many more colors, and that's something that I always enjoy, especially with Call of Duty, is when it's more vibrant and you can see more on the map. I think sometimes you go dev to dev, and yeah, it's like you have like your more realism, like your grays and brows. Some will have a little bit more color, but like this map in particular, yeah, the second we saw like the fly-through of this, it just looks gorgeous. It really does. And I'm not that I had any concerns about the visual side of it because they knock it out of the park every year, but it's just aesthetically pleasing. It is. It's very, very pretty. That is, of course, Dr. Lupo. You can watch him stream this live. Every single member of the crazy, I don't even have a name for it, the stream pit here, COD Next, all of them live on their own channels, and unreal, man. Yeah, it's unreal. I mean, all these guys are going hard. You can see he's locked in. Talking a little bit about the game and the movement, though. When I first hopped on yesterday, the movement felt so much different than Call of Duty's in the past. You know, it's not that slide cancel. You got to complete your slide. The dive mechanic, it plays out so much different when you're going into a gunfight. You can dive out of a window. Miles, it was a lot of fun. We were getting into the mix. We really did get into the mix. I'm going to tell this now on air in front of God knows how many people. But last night, Ninja wasn't in the venue. I played on his setup. He wasn't quite here yet. And I found there is an in-game like whisper feature. So I was sending messages to other creators as Ninja, talking horrendous, man. Like horrendous trash talk. All very good-natured friends of mine, you know, but... So, ich bin wieder da. Gameplay läuft. Ich weiß nicht, wem ich zuguck. Aber Qualität ist nicht beste. Also ist vergleichbar mit meinen Livestreams, würde ich sagen. Aber wechselt aber auch die Ansichten. Also zeigt verschiedene Leute. Also die Map, die hier Scope zockt, die ist schon mal auf jeden Fall nice. So, also die ist klein und hat nicht viele Ecken oder sowas. Also bis jetzt, ja, die Quali ist halt ein bisschen shit. Ja, aber wahrscheinlich 200 Leute das streamen gerade. Ja. Aber ich würde sagen, es sieht gar nicht so verkehrt aus. Oh fuck, der ist in der Third Person. Ja. Ach nee, das ist Zugucken. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, der ist ja tot und so. Ja, habe ich erstmal nicht gecheckt. Ich spiele zu selten so eine Modi. Nee, es ist neu. Die Sicht, die gab's vorher. Nee, sonst hast du den anderen Leuten auch immer in ihrer normalen First Person zugeguckt. Ja. Aber ich glaube, es sieht schon okay aus, gameplay-technisch. Ich bin nicht direkt so abgeturnt wie bei Vanguard damals, wo du nur einmal gesehen hast, so die haben dreimal geschossen und du so, jo, das ist nicht nice.
Es sieht schon geil aus. Aber es sind auch wieder moderne Waffen, ne? Das macht, finde ich, schon immer einen riesigen Unterschied. Es sind moderne Waffen drin, es ist ein modernes Setting. Die Map, zumindest die ich jetzt gerade sehe, die ist extrem farbenfroh. Das ist diese Mexiko-Map hier, glaube ich. Also das hat was. Das Menü, zumindest auf PC jetzt, sieht gut aus. Richtig schön clean. Gerade einer im Menü, das ist richtig clean. Viel besser als die Menüs vorher. Okay. Schön. Changes to Gunsmith and now having 5 attachments and not having, you know, is so I saw the rumblings on Twitter and stuff like that. Movement scheint auf jeden Fall in Ordnung zu sein von der Geschwindigkeit her. Ja, definitiv. Der eine Typ hier bei mir haut gerade V-Toy-Jet raus. Ja, moin. Der geht ein bisschen ab. Ja, Waffen? Waffen, ja, was hat der? 21:1? Waffen sehen aber auch ganz, also sehen vom Feeling her gut aus, klingen auch in Ordnung, würde ich sagen. Für das, was ich jetzt höre. Wird wahrscheinlich nachher in-game nochmal ein bisschen basslastiger und sowas, als jetzt über diese Stream-Übertragung. Waffen sehen gut aus. Iron Sights sehen gut aus. Hat sich hier gerade rangehängt, Mann. Geht tatsächlich überall. Oh God, you know he's so excited about that, and I want to talk about the map aesthetics for a moment and like the layout. Is the rooftops, like the new ledge, how you can jump and then you can hang off the side of the ledge. That's a new thing that you can add into this game. You can jump from rooftop to rooftop, and like you can jump further than you think, and I found that out very quickly. Like I would get to an edge of a rooftop and I was like, I wonder if I can make this jump. You can make the jump. You can make it across like the map if there's tall buildings. You can make it across the map without ever having to touch on the ground. And I think es gibt wieder ein Last Stand, sagte er gerade. Also wenn du, ne? Ja, das war halt. Ach, das extra damals aus Black Ops 1. Und wenn du halt Last Stand hast, dann drückst du ja Stim, dann bist du ja wieder irgendwie da. Das geht. Und dann, wenn du wieder stirbst, dann hast du wieder Last Stand. Hä? Also du kriegst, ja. Wie assi ist das denn? Das wird schon wieder nervig. Wenn er auf den Gegner schießt und der nicht tot ist, so, obwohl er umfällt. Das war in Black Ops 1 auch nervig. Okay, der zockt Mobile, der eine Typ. Holy shit. Ja, sehe ich auch gerade. Er zockt einfach, er hat sogar so eine kleinen Daumenhandschuhe dafür. Richtiger Pro. Er ist ein richtiger Pro, er hat Daumenhandschuhe. You're in the right place to ask about that. Das ist eine Helmkamera, ne? Das sehe ich jetzt erst in der Perspektive, wo dazu gucken. Das ist einfach eine Helmkamera, wie so eine GoPro am Helm rangeschraubt. Wo du recht hast, hast du recht, ja. Miles, we were talking about this morning. When there's a hard point and there's some elevation above it, you can dive into it, turn around, land on your belly, and absolutely fry. So, you know, there are some movement mechanics for you speed demons out there if you want to make some plays. Yeah, there's a lot of talks about, you know, the way slide works now, and of course the dolphin dive is back. I don't think we're not officially calling it the dolphin dive, Joe's calling it the dive itself. I mean, it's a really fun mechanic. It's fast. We get to see some gameplay with it. I've actually been walking around. Ja, das sieht so geil aus, Mann. Pros been like, hey guys, try to stop sliding, try to dive a bit more. Come on, Butters, show us the dive. Showed us the slide. Now we're looking for the Ich finde es so schade, dass der Stream jetzt gerade hier so hässlich aussieht. Like that's the way the game is. That's what Joe was kind of saying, right? Like they've seen it so much in playtesting, and Nate goes into a window, like everyone sends it out. Reslider geht auf 120 hoch auf jeden Fall. Sehr gut. So we have the Hurricane. She's running overkill. That's going to be one of the M4 platforms, and the sniper on the other side. And we Ich bin einfach mal so frech. Hau jetzt einfach mal. Ja, nee, der Twitch-Stream sieht ja auch nicht besser aus, ne? Nein, nicht wirklich, wenn man den auf Vollbild macht.
Ja, die Map finde ich auch nicht verkehrt, die jetzt gerade hier gezeigt wird. Also das könnte Abfuck werden mit den Fenstern. Könnte, aber also wenn du draußen rumläufst, aber der Kampf innerhalb der Gebäude sah ganz nice aus. So mit einzelnen Wohnungen, mit diesen Durchbrüchen so durch die Wände. Das könnte geil werden. So für MP-Gameplay und sowas. Aber ich glaube, Open Field wird halt ein bisschen Abfuck. Wer auch immer sie ist, Alter, die zockt besser als ich, so ein Ding ist das. Ah, das ist diese, ja, ich hab die mal auf YouTube gesehen. Ja? Was mit Butters oder so, glaube ich. Krass, man sieht selten gute COD-Spielerinnen. Nicht, weil sie es nicht können, sondern einfach, weil einfach kaum Frauen Call of Duty zocken. So. Oh, I love the perk system. Finde ich, ist dann immer was Besonderes. Yep. Sie spielen da auch Hardpoint und so, ne? Ja, okay. Ja, so Bock auf die Beta. Aber Sniping sieht echt hart slow aus, ne? Ja. Also wenn das wirklich so langsam Max Sensitivity ist, das wäre richtig scheiße. Ich kann ja auch noch einmal hier kurz rübergehen in den Stream. Da sieht man, ja gut, jetzt gerade natürlich keine Sniper, da kommt die Sniper raus. Slow. Einfach slow. Das Anvisieren ist langsam as fuck, Alter. Ja. Aber richtig langsam. Er hat sich wahrscheinlich auch richtig hart drauf gefreut, so, jo. Snipen und so, hat ja auch seinen Stream so genannt. Ist einfach nicht so nice. Wahrscheinlich ist er jetzt hart enttäuscht. Ich hätte jetzt aber erwartet, dass es wieder ein bisschen schneller ist. Es gibt eine MK2. Eine MK2? Ja, das war die mega schnelle von... Die, ja. Ja. Ich bin mal gespannt, er hat es jetzt gerade ausgerüstet. Hat er, ja. Oh, nice Animation, I like. Guckst du auch in Scope rein jetzt, oder was? Ja. Gut, er hat aber keinen Scope drauf, ne? Also Scope hat keinen Scope. Er hat Iron Sight, ne? What? There it is. Oh, doch noch geholt, krass. That's what you're watching? Versuch das mal so ein bisschen hier mal mit rüber zu ziehen auch. Aber die sieht gut aus, die MK2. Die sieht nice aus. Die hat einen nice Sound, die war schnell. Die bringt richtig Spaß. Da war der Sound, muss ich gucken. Da muss ich den hier erstmal einmal kurz ausmachen. Och Mann, jetzt habe ich schon wieder... Ich bin aber auch ein Dulli manchmal. Oh, und ich hoffe, da haben die auch eine K98K. So. Ah, okay, er sagte gerade, es sind alle Waffen, die zocken, sind ohne Aufsätze. Okay. Also die er zockt zumindest. Ich will auch mal Sound hören. Oh, schade, Hitmarker. Oh, doch noch geholt, krass. Aber hier auf der Waffe ist safe ein Visier drauf, Alter. Kannst du mir erzählen, was du willst. Ja, vielleicht ist sie standardmäßig. Oh, 360. Leider nicht getroffen. Schade, Mann. Ja, ich weiß noch nicht. Also so ohne Visier hast du halt nicht das Feeling, ne? Findest du? Ich finde, die MK2 habe ich auch jetzt in der letzten Zeit immer ohne Visier gezockt. Ja, aber du hast nicht das Sniper-Feeling, so. Hast du halt einfach nicht. Das stimmt, aber es bringt trotzdem mal Spaß. Du weißt aber auch noch nicht, ob die MK2 hier genauso One-Hits macht, ne? Oder ob die nachher hier Hitmarker-Maschine wird. Ja. Nice! Come back! Comeback time, slide cancels, there's literally none. It's impossible to. Ist auch nice. Ich bleibe aber noch in dem anderen Stream mit drin.
Aufgrund von der Waffenvarianz und Map-Varianz, weil die ja immer hinterher schalten. Aber die Waffen sehen auch alle gut aus. Ich habe bis jetzt noch keine Waffe gesehen in diesem Gameplay, wo ich gesagt habe, so, ja, nee, die ist shit, so, da habe ich keinen Bock, die zu zocken. Die sind alle irgendwie auf ihre Art und Weise geil. Alles ist so, ja, ist eine gut aussehende Waffe. Sieht nach Spaß aus, so. Ich glaube, das wird mal wieder ein richtig nices COD. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Create that sort of visual. Look, you want the game to be as appealing as possible for you. Maybe you don't want the gun to be so big to obscure the view. Maybe you're one of those players that... There is a to tweak it how I want, right? Oh, nice shot. I'm gonna get lost in that for the entire first day, probably. Once campaign hits, I'll spend about 3.5 hours messing with settings and then getting that first mission. When I see Courage on a 5-street, that pop up at the top of the screen. Oh, wird das geil, Mann. Oh, well, he just died there. So das wird so nice. Come on, Swag. Swag styled. Hit it. Swag. Ah! Yeah, this sub looks like it's dominant. Einfach jetzt schon Level 13, Diggi. Oh yeah, everything is there. I wish everyone could experience just this environment though, like as much as we're enjoying the gameplay and stuff, and how cool it's been. Because like a lot of these content creators, like they're friends or they're familiar with each other, they play games online, but like it's not often you get them all. Holt sie alle weg gerade. It has just been a vibe. Seeing everybody going up, some meeting for the first time. Like I know. Dann haben wir gerade 5 Leute oder 4 Leute ausgeschaltet von denen. Ja, gerade nicht mehr. Killt sie alle alleine da. And it just shows like how hyped people get for Call of Duty. I was telling you, I was like, I can't believe I still get this amped for Call of Duty after over 10 years. Ich wollte gerade sagen, Junge, irgendwas ist da, was rot blinkt auf dem Boden. So. Hat er nicht gesehen. The beta starts tomorrow, in case you've been living under a rock. Or if you've just joined the stream. Yeah, one of the two. One of the two, there's no in between. User interface has been completely changed as well. Dead silence available on that lower right-hand side. There's a lot more sort of clean changes. Of course, the menu system, which you might not have seen here on the main COD Next stream, but individual streamers seeing them going through weapon loadout, seeing the operators there. So many cool changes. A lot more of a streamlined experience. Oh it's man, ich will. There's not a lot of ways to describe it. I love that, especially like when you click start, you go and you look at your loadout, you switch weapons. It looks good. You can see everything. It's just right in front of your face. You know exactly what's there. Oh, zeigt gerade ein bisschen was vom Klasseneditor. Such a fast-paced game like Call of Duty. Oh ja. I also quite enjoy that like it doesn't obscure too much of the in-game screen. So if I'm hitting pause, I'm checking stuff out, I still have some kind of like situational awareness when I'm in-game. And I will say in terms of balance of like ARs and SMGs, of course, this is all of our, like our first peeks into it, but they've looked pretty balanced so far. Like the SMGs have been absolutely disgusting up close, whether the AR gets first shot or not. And at long range, the SMGs haven't Bei been ihm auch ripping einfach as die well. M4 schon Level 19. At that sort of range, so I feel Ja, like ich denke mal, die haben schon vorher gezockt. regardless of your attachments and what configuration you end up coming with is. Die müssen ja auch Settings und so erstmal alles einstellen. Die können jetzt nicht erste Runde direkt rein, weißt du? Ja gut, stimmt. Gebe ich dir recht, gebe ich dir recht. Well, that's quite literally what this game is, because you could change your gun up to whatever you want, right? So well, in a way, yeah, but like I think to Ali's point, like there seems to be a little more separation between your SMG like I haven't seen the do-it-all gun just yet. Ich sehe gerade im Hintergrund die Lobby bei ihm. Schon wieder keine Visitenkarten sichtbar, ne? Obwohl da so 8 Kilometer Platz ist neben jedem Laden. Wo ist das fucking Problem, ey? Well, I mean, we'll see if he can do it. Wild. I mean, no matter how much work has gone into this, we've got the nerds in the building. Ich muss halt immer drüber nachdenken, wie man in Black Ops 4 zum Beispiel in eine Lobby gegangen ist und nur als Beispiel direkt wieder gequittet ist, weil man gesehen hat, dass die ganze Lobby nur aus Leuten bestand, die so eine gewisse Visitenkarte drin hatten. Womit du ganz genau wusstest, jo, das sind alles Prestigemeister und so. Und dann bist du gequittet. Weil du wusstest direkt, was das für Leute sind, anhand dieser Visitenkarte. So. Und dadurch, dass die einfach seit 3 CODs nirgendwo mehr angezeigt wird, hat diese Visitenkarte komplett ihre Bedeutung verloren. Wie kann er denn mit der Sniper so gut zocken, Alter? Mit dieser langsamen Sniper. Das weiß ich auch nicht, Mann.
He's a handsome He really is. He really is. A tiny little bit of a user interface there. If you hold a circle, whatever your sort of crouch button is when you're on a ladder, you can fast slide down it. So that's going to get spicy in the fight. Aber es sieht nice aus, Mann. He's on his feet. He's on his feet. The Gouch. Ja, aber er sagte gerade nochmal, die sind alle tatsächlich ohne Attachments. Ja, aber ist das denn was die teilweise mit Vision zu zocken, so eine fertige Waffenvariante oder so? Scheint so. Also, oder vielleicht haben die dann standardmäßig einfach ein Visier drauf und da gibt es keinen Kim und Korn. Dafür brauchst du bei einigen Sachen, so Sniper zum Beispiel, brauchst du ja auch Kim und Korn als Aufsatz. Ja, weil er hat da doch diese MP noch mit drin, mit dem Visier. So as far as streaks goes, we haven't seen a whole lot. Obviously, cruise missiles there, counter UAV, a classic. VTOL is going to be back. You know, everything. I mean, the Juggernaut is I think it's the final one, and it looks crazy. And whoever that AFK player was, get a grip. I don't know. Live COD next. Ja, aber es sieht schon nice aus. Es sieht nice aus. Also Grafik. So viel Fun. Oh, krass. Grafik kann ich halt tatsächlich nicht allzu viel zu sagen, weil einfach alle Streams so ein bisschen verpixelt sind. Ja, Maps ist so eine Sache. So einige sehen ganz cool aus, andere wieder so, ne. Aber es gibt Terminal, also ist eigentlich alles gut. Frage ist halt, was sie jetzt mit den Maps machen, ne? Ob sie jetzt wieder irgendwie 60 Maps raushauen, aber dafür Multiplayer doch nur 12 spielbar sind. Oder ob sie wirklich alle irgendwie auch mal aktiv lassen. Ja, aber die haben so viele Modi und so. Also ich glaube, das wird einfach geil. Ja. Ja. Ich glaube, es wird ein richtig geiles COD, wo man wieder richtig Zeit reinstecken kann, was richtig Laune macht. Ja. Also jetzt macht es einen richtig guten Eindruck. Alter, der eine Typ hier, der lasert sie so weg mit so einer kleinen MP, Alter, auf hohe Distance. Und dann so eine mega hohe Feuerrate, Mann. Junge! Show me the hands. Ja, er hat auch Movement studiert einfach. Museum, Hey, spielen die gerade gegeneinander? Ja, kann sein. Ja, er spielt gerade gegen Scope, ne? Kann sein, es wirkt gerade so. Die waren gerade so ein bisschen am selben Spot. Wie weird. Musst du mal auf den PC. Musst du auf den Feed achten. Ja, keine Ahnung. Ich weiß aber nicht, wer jetzt hier wo an Latenz ist irgendwie. Ja, doch, die spielen gegeneinander tatsächlich. Da steht gerade Scope. Er ist ja weird, aber er hat eine große Verzögerung hier. Also Scope ist schneller, hat weniger Latenz. Aber das ist auch auf YouTube, ne? YouTube will noch mehr als Twitch. Let's go, baby! Screaming. I'd be that guy on the team too. I'd be carrying. Yeah. It was great. It was really great. We had a lot of fun. There's a lot of cool, you know, the opening breaks and stuff. Like he's on a 15 streak, by the way. Excuse me. He was frying. He's literally annihilating the lobby. Yeah, let's stick with him. He's on 15 in a row. Another cruise coming in. Bang. This is the Elgato replay of how this all started. Oh, he gets 2 again. Just ripping him. It's the same 2 people. No, sorry, this guy. Oh, it's a replay. Oh, is it? I was about to say. He was on 15 in a row. I thought he got another one. I thought he wrapped okay, er sagte gerade, es gibt 3 verschiedene Modis. Oh, dude, I basically Ground Wall diesen Modi. Dann 9 gegen 9 und 6 gegen 6. Und die 9 gegen 9 Modis sind auch auf den gleichen Maps wie die 6 gegen 6 Modis. Das gefällt mir. Falls du mal doch wieder ein bisschen mehr Bock auf Action hast. It's nice, it's nice. That boy is ripping metal. So, okay, kind of cool to see there on the bottom side of the screen for a moment there. Ja, mit MW1 war das ja so eine Sache. Da gab es ja auch diese 10 gegen 10 Modi. Aber wenn du da reingejoint bist, hattest du automatisch eine 6-mal so große Map, weißt du? Wodurch das Gameplay dann an sich im 10 gegen 10 sogar langsamer war als im 6 gegen 6. Ja.
Und wenn du es hier auf denselben Maps hast, dann bringt das mehr Geschwindigkeit ins Game. Das ist cool. Movement though that I was talking about, like how when you're moving, like your whole body, like it's different than other Call of Duty games. It's very hard to put into words, but once you get your hands on this game, like you can tell everything moves. Oder schreiben Leute in den Chat und ich lese es nicht. Herrlich, ich mag das. Das Game sieht total übel aus. Grafik, naja, für ein 2022 geht das besser. Grafik darfst du nicht so genau nehmen. Erstmal gucke ich einen Stream und zweitens guckst du auch einen Stream, also geht's über 2 Streams. Ja, aber Grafik muss ich auch sagen, so ein paar Effekte wären geil. Andererseits war die Grafik in den letzten CODs schon wieder so detailreich und so übertrieben, dass teilweise Gegner komplett in den Hintergrund verschwunden sind. Und da finde ich es gar nicht so schlecht, dass das hier... ist gar nicht so geil, so viele Details zu haben. Richtig, ich finde es gar nicht so schlecht, dass es hier ein bisschen minimalistischer ist. Ich glaube, Texturen und sowas werden trotzdem nachher ganz cool sein, aber du hast nicht überall so viel Kleinkram und so viele Details überall, an jeder einzelnen Wand, überall auf dem Boden. Ich glaube, so ein minimalistischer Stil ist schon nicht verkehrt. Das ist geil, es geht einfach back zu, so wie es ja auch sein soll. Zu Modern Warfare 2, Modern Warfare 3. Hitmarker sehen bodenlos nach Handy-Game aus. Genauso wie das gesamte UI. Also das UI finde ich voll okay. Hitmarker habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so drauf geachtet. Aber gut, wie ein Hitmarker aussieht, ist doch tatsächlich gar nicht so wild. Solange er klein ist, aber trotzdem auffällig. Ich finde, der Rest ist mir egal, ob das dann ein Kreis ist oder ein X oder... Da, also da scheiße ich komplett drauf. Ich weiß nicht, Hitmarker ist schon... Aber ich glaube, ich finde den Sound finde ich wichtiger als die Optik. Wollte ich gerade sagen, man achtet mehr auf den Sound als auf das Symbol. Ich finde, das ist hier Hitmarker sieht aber voll okay aus. Ja, ist ein Standard-Hitmarker, so. Da habe ich schon wesentlich schlimmere gesehen, die nicht mal auf Handy-Games waren. Was soll das? Und dann wieder solche Camper-Maps. Ja, das bleibt abzuwarten, ob das Camper-Maps sind oder nicht. Ich finde, es ist jetzt schwer zu sehen. Natürlich, das sind hier alles Profis, die da zocken. Da ist gerade keiner am Campen. Aber wie viele Spots es da gibt, merkt man erst nachher, wenn man selber zockt, ne? Der Bradman, der geht hart ab auf jeden Fall, ne? Bradman just got a 3-piece and then I krasser caught up Typ, from the feed. That was very satisfying. Also Nate Gibson, ey. Aber den Punkt mit der Grafik check ich nicht so ganz. Also ich finde es tatsächlich besser, das minimalistischer zu haben. Ja, definitiv. Also wie gesagt, geht halt zurück zu MW2, MW1 und so weiter. Da sah man die Gegner einfach besser. Ich finde, hier sieht man die Gegner auch wieder deutlich besser als in Vanguard oder als in Cold War. Ja, also man muss die Grafik ja nicht komplett runterdrehen. Natürlich sollen ein paar Effekte und sowas bleiben und alles hübsch und schöne Texturen und so. Aber man muss nicht alles so mit so viel Krimskrams zuballern. Überall ziehe ich Bilder an den Wänden, Graffitis, Risse, überall liegen irgendwelche Steinhaufen rum. Der ganze Boden voll mit irgendeiner Scheiße. Irgendwas muss auf jedem Quadratzentimeter der Map platziert sein. Ich finde, das muss gar nicht der Fall sein. Nee, muss absolut nicht. Finde ich so schon echt gut. Das könnte hier ein gutes Mittelmaß sein. Hier in dieser einen Map habe ich gerade gesehen, die haben einfach komplett ein Element aus Shoot House geklaut. Dieser Helikopter, dieses Helikopterstück, was oben aus der Wand guckt, weißt du? Ja, moin. Das ist eine alte Map, oder? Wo guckst du gerade? Er hat geantwortet, es geht ja nicht um das Minimalistische, ich finde, die Texturen sehen schlecht aus. Das liegt nicht daran, dass durch den Stream die Qualität leidet. Es sieht verwaschen und wenig detailliert aus. Zockst du es selber? Weil durch den Stream wirkt es sehr verwaschen. Ja, das ist Schuld der Bitrate. Dadurch wirkt das ganze Video sehr verwaschen. Du musst es selber zocken. Morgen ist die Beta da.
Das wird man so jetzt nicht erkennen. Dadurch, dass ich ja auch selber stream, ich weiß ganz genau, wie das in echt aussieht und auf YouTube. Das sind genau diese... Das ist ein YouTube-Livestream, richtig. Wobei auf Twitch sieht gerade auch echt nicht besser aus, ne? Muss man einfach mal ganz klar dazu sagen. Ja, ist halt nicht perfekt so, aber man sieht, was man sehen muss irgendwie. So, du weißt halt ganz genau, dass auch die Texturen vom Boden und von den Wänden und sowas viel geiler wären, wenn du dir einfach mal die Personen anguckst, wenn da so die Gegner langlaufen und sowas. Du siehst einfach, wie die verwaschen sind. Die ganzen Menschen, die haben quasi so einen Schein um sich rum. Ja, muss man abwarten, wie es fertig aussieht. Wobei ich natürlich sagen muss, heißt ja nicht unbedingt nur, weil es jetzt ein Stream ist, dass die Texturen in echt voll scharf sind. Kann trotzdem sein, dass sie in echt wirklich verwaschen sind. Man erkennt es halt nicht. Man erkennt es halt jetzt nicht. Wenn ich live bei denen gucke, die es aus dem Event streamen, dort ist die Quali viel besser, sieht es genauso schlecht aus. Und in den Trailern, die nicht gestreamt wurden, sieht es auch schlecht aus. Also, ich mache hier noch einmal den Stream an. Hier, die Person. Du kannst kaum lesen, was hier über den am Namen steht. Daran siehst du doch, wie schlecht die Quali ist. Und wie verpixelt hier der Feed ist. Das ist ja nicht mal ansatzweise ein scharfes Bild. Wenn du einen hast, wo die Qualität wirklich gut ist, schreibt es mal bitte in den Chat rein. Den würde ich mir auch gerne mal angucken. A bayonet dive kill. Oh my god, I want that immediately. I'm thinking like, you know, I've got this idea of like, you know, Yondu from guys. He's got a big fin. Vor allen Dingen kann ich die fucking Beta erst Sonntag zocken. So ein bisschen sauer bin ich da schon drüber, aber ich werde nachher, wenn ich es geschafft habe, das jetzt einmal durchzuziehen, werde ich stolz auf mich sein, dass ich dieses Game im Schrank stehe. Dass das so wert ist. So. Ja. Im Endeffekt, sei doch mal ganz ehrlich, die Beta bringt dir gar nichts. Also eigentlich brauchst du nur einmal so ein bisschen in die Maps reingucken, ein bisschen die Waffen antesten und dann war's das. Weil nach der Beta, bis zum Release des Spiels, ist wieder eine Pause. In der Pause zockst du andere CODs, hast dich schon wieder komplett umgewöhnt und deinen Fortschritt übernimmst du eh nicht. Also das Einzige ist vielleicht, dass du schon mal ein, zwei Maps ein bisschen kennst. Oh man, through the door with a pistol. A lot of windows on that map as well. A lot of glass above those door frames. I found on. Wie viel steckt Sony COD eigentlich zu, dass PlayStation-Spieler als erstes dran sind? Das weiß ich nicht. Das ist ein Exklusivdeal. Der hat ja auch gewechselt. Der lag, ich glaube Black Ops 4 Zeit war das noch. Da lag dieser Exklusivdeal noch bei der Xbox. Ja, das war mit den DLCs, die sind aber eine Woche vorher rausgekommen, ne, glaube ich, auf Xbox. Oder war das ein Monat? Nee, eine Woche. Nicht ein Monat. Ich glaube eine Woche. Ich glaube eine Woche vorher. Ja. Da war Xbox immer schneller. Also ich denke mal schon, dass da einiges an Geld fließt. Noisy Butters soll gute Qualität haben. Ich guck mal. Sagt mir übrigens gar nichts. Das war die, wo du vorhin gesagt hast, die ist ganz gut. Ach so. Das war diese. Ja, ja. Achso, er guckt sich hier die Frauen auf Twitch an. Okay. Ich hab die auf YouTube gesehen mal. Videos. War schon eine Weile her. Ja, ich guck mal, ob die Quali da wirklich gut ist. Ich mach mal hier ein bisschen Vollbild. 1080p Quelle. Ist auch nicht gut. Also sorry, aber das war auch keine gute Qualität. Also gut ist sie nicht, aber besser. Ja, also besser als das auf YouTube, aber das war Dings hier eben auch, Scope. Ja, das hier Munitionsanzeige, diese 100, die hier unten steht, die kannst du kaum erkennen.
Ja, jetzt eine 99. Hier die 02, 01. Das ist teilweise, wenn der Hintergrund passt, ist es so verpixelt, du siehst es nicht. Hier die Namen im Feed ist auch schwierig. Also das ist auch kein scharfes Bild. Ich würd wirklich abwarten, besonders in erster Linie auf die Videos. Es werden zu 100% morgen im Laufe des Tages, wenn nicht sogar heute Nacht schon, die ersten Videos online kommen. Am besten sogar in 1440p oder 4K auf YouTube. Und da wird man die richtige Grafik sehen können. Weil 100%ig sind die ganzen Leute da auf dem Event jetzt nicht nur am Stream, sondern wahrscheinlich auch am Aufnehmen. Wobei morgen kann man auch selber zocken, ne? Ja gut, ich nicht, aber ich gucke mir dann morgen die Videos auf YouTube an. I am so excited to talk about it, but Maven, I've got to ask you, what do you want to dive into first? We have the two guys that are going to answer a question. Well, first off, by the way, you guys killed it in the schon geil. You know, Ist schon geil. It started real smooth. I'm sure nerves are going a little bit, but it was Die awesome MK2 to see, sieht auf jeden Fall noch ordentlich fun aus, finde ich. Es sind aber viele Waffen, die nach Fun aussehen, muss ich sagen. Ja. Movement scheint halt auch ganz cool zu sein, also verhältnismäßig schnell, so ist okay. Oh, dieser eben, was er eben hatte, dieser Elektroschock, der fuckt, glaube ich, hart ab. Das kann durchaus sein. Perks haven't really been touched for a long time in the series. And I guess by nature they're passive and so. Jetzt geht aber ein bisschen ab, wa? Krass, ne? Was er da reißt, wenn man sich die Feeds mal anguckt, das Spread im Gegnerteam, ein paar Marsch und so, also alles so die Sniper-Größen. Und er geht da einfach durch und holt die alle weg. Ja, das sind halt alles Pro-Spieler, ne? You get 2 to start with, and then you pick a third, and then you pick a fourth, and they're rewarded as you play. You really like how they proc at the end, yeah. I mean, an announcer comes up, tells you what perk you got, and it kind of re-engages you. Na gut, ich bin am Überlegen, ob es jetzt noch ein bisschen Sinn macht, weiter zuzuschauen, oder ob es das jetzt quasi war und man jetzt nur noch it allowed us to das sieht kind so. of like create a couple more powerful perks and put them at the end because you're not going to have them the whole match. And there's some interesting depth there. Ja, wie gesagt, in den Trailern sieht es auch nicht gut aus, mussten das Ganze ja reduzieren. Wenn man sich die PC-Tracks anschaut, sieht man, dass sie das extra grafisch überschaubar gehalten haben. Habe ich tatsächlich gar nicht drauf geachtet, auf die PCs. Und natürlich eine breitere Masse anzusprechen und das Maximum an Kohle rauszukriegen. Yeah, it just feels good. It feels good. It feels good to be reminded what you have. Yeah, no, 100%. Actually, is the packages, right? From like, we're talking a lot about the theory crafting of Yeah, but we actually have these defined packages. So early on, you just say, you know, I want this playstyle. I just grab this package and go. And then later on, you're like, okay, I like that, but I want Maximum an Kohle rauszuholen und die breite Masse anzusprechen, musst du das Game doch grafisch so nice wie nur möglich machen. Und nicht minimalistisch halten. Weiß nicht. Na gut, alles klar, für dich dann, wir schreiben mal morgen, aber ich denke mal, du wirst den ganzen Abend Beta zocken, ne? Ja, können wir mal gucken, keine Ahnung. Können wir sonst bei dir zocken oder so. Ja, gucken wir mal. Und Sonntag bin ich dann auf jeden Fall dabei mit Beta. Sonntagnachmittag dann, ne? Ja. Alles klar. Dann erstmal, ne? Jo, erstmal. Tschüss. So people in the beta should really try out those default loadouts because so, es ist tatsächlich ein bisschen schwierig zu sagen. Wir müssen jetzt abwarten, bis die Beta startet. Ich als Nicht-Vorbesteller kann die Beta erst Sonntag zocken, dementsprechend wird Sonntag im Laufe des Nachmittags ja auch ein Livestream dazu starten. Und dann wollen wir mal gucken, wie das abgeht und wie es wirklich aussieht.
2060 Super Benchmarks. Vielleicht bist du ja Sonntag auch dabei und schaust mal mit rein. Und dann erzähle ich mal ein bisschen was. Bei mir wird mein Stream höchstwahrscheinlich auch so ein bisschen Qualitätsverlust haben. Das ist normal beim Livestream. Aber vielleicht kann ich da ein bisschen was dazu erzählen. Ich lese noch einmal schnell. Nee, umso besser die Grafik ist, desto anspruchsvoller ist es, das Ganze auf dem PC zu spielen. Nicht jeder hat halt einen 2000-Euro-Rechner. Ich finde, sieht seit langem mal wieder sehr vielversprechend aus. Damaskus, bin ich deiner Meinung, Wobei seit langem ist so eine Sache, ich fand Vanguard scheiße, aber Cold War hatte ich sehr viel Spaß dran. Das muss ich tatsächlich sagen. MW1 auch und Black Ops 4 davor noch viel mehr und dahin würde ich gerne wieder zurück. Man kann sich ja Beta-Keys für den PC kaufen. Ja, nee, nö. Nee, ich werde jetzt einfach abwarten, bis die Open Beta ist. Da ich ja das Game nachher als Retail-Fassung haben möchte, um es mir in den Schrank zu stellen und dementsprechend muss ich halt kurz warten mit der Beta. Nicht jeder hat einen 2000-Euro-Rechner, dazu noch einmal. Man muss es ja auch vielleicht schaffen, ein Spiel extrem gut aussehen zu lassen, aber trotzdem auf einem 500-Euro-Rechner spielbar zu machen. Das ist der Trick. Aber Call of Duty, wissen wir alle, war noch nie Fan davon, Dinge zu optimieren und zu perfektionieren. Deswegen hat Call of Duty ja auch mehr Speicherplatz verbraucht, als wenn ich mir 6-mal GTA 5 installiere. Weil eine Map von Call of Duty so schlecht komprimiert ist, dass die schon den Platz verbraucht wie einmal GTA 5. Deswegen hast du auch bei welchem Game war das? Ich glaube MW. Nee, Vanguard ist das. Bei Vanguard, oder? Ich weiß es nicht, was es war. Ich glaube, es war Vanguard. Da hast du immer noch das Problem, dass wenn du ein Match gespielt hast und das Match ist zu Ende, dann buggt es rum und du fliegst aus der Lobby. Also der Lobbyleiter ist noch drin, also mein Kollege jetzt, und wenn ich mit ihm zusammen zock, fliege ich nach jedem Match aus der Lobby. Teilweise lande ich nach dem Match sogar im Menü von Warzone, obwohl ich Multiplayer gezockt habe. Das ist ein Jahr draußen und es wurde nicht gefixt. Das sind so Sachen, so Call of Duty ist sehr schlecht da drin. Und deswegen wirst du auch auf PC höchstwahrscheinlich eine 3090 Ti brauchen, um das Spiel in 720p zocken zu können. Okay, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber du weißt, was ich meine. Schon allein, dass die hier live anzocken und man mal ein cleanes Gameplay sieht, finde ich mega. Das stimmt. Ich bin auch tatsächlich davon ausgegangen, hatte ich eben auch noch mit einem Kumpel hier besprochen, oder gesprochen, nicht besprochen. Wir haben gedacht, dass dieses Reveal-Event jetzt so circa eine halbe Stunde in Anspruch nimmt. Also ein bisschen sappeln, was ist neu. Halt so Klasseneditor, Maps, Modis. Dann wird ein Trailer gezeigt und vielleicht noch mal ein kleines bisschen Gameplay direkt. Und dann war's das. So, davon sind wir ausgegangen. Nein, das Ganze läuft seit mittlerweile fast 2 Stunden. Und ist immer noch nicht fertig. Man darf auch nicht vergessen. Oh, Damaskus, danke für das Abo. Man darf auf jeden Fall auch nicht vergessen, nicht nur, dass wir jetzt ja die ganze Zeit nur Gameplay sehen, seit, keine Ahnung, einer halben Stunde. Die reden ja immer noch. Die unterhalten sich ja immer noch. Da kommen immer noch Infos die ganze Zeit. Also das Event läuft ja immer noch. Na gut, Vanguard bringt halt nicht so viel Geld, XD.
lohnt sich mehr Entwicklungsarbeit in Warzone zu stecken. Ja, Warzone allgemein bringt mehr Geld. Aber Call of Duty ist schon eines der finanziell wertvollsten Franchises der Welt. Also das größte ist auf jeden Fall Pokémon. Darf man nicht vergessen. Die sind ganz weit oben. Aber es ist gar nicht so weit dahinter, kommt Call of Duty schon. Call of Duty macht Millionen, Milliarden jedes Jahr. Ohne Probleme. Weil du dir halt auch einfach einen Skin kaufen musst, ein scheiß Outfit für fucking 24 Euro. Du kaufst dir 2 Outfits und diese 2 Outfits sollen in den Augen von Activision genauso viel wert sein wie das komplette Game. Verstehe ich nicht. Also ich persönlich habe kein Problem damit, hier und da mal Geld für Ingame-Sachen auszugeben. Ist okay. Macht es aber nach einem System. Ich persönlich habe ein System, jeder kann sich da sein eigenes aussuchen, aber jeden Monat zu sagen, jo, ich hau da jetzt einen Taui rein, finde ich, ist ein bisschen dumm. Oder diese ganzen YouTuber und Streamer, die jedes Mal, wenn ein neuer Battle Pass rauskommt, den sie sowieso, weil sie Content machen, bis Stufe 100 spielen würden. Die machen ja jeden Tag Videos, die machen jeden Tag ihre Livestreams. Die zocken das für ihren Beruf, für ihren Content. Die würden es freischalten. Trotzdem kaufen sie sich am Tag 1 für 150 Euro alle Stufen frei. Verstehe ich nicht. Mach es so. Ich persönlich nehme mir pro gespielter Stunde, das ist eine Stunde meines Lebens, in der ich Spaß hatte, in der ich was gemacht habe und es hat mir gefallen. Dafür nehme ich 1 Euro in die Hand. Sprich, kaufe ich mir jetzt ein neues Spiel für 80 Euro. Wir sind ja mittlerweile schon da bei Konsolen. 80 Euro für MW2. Dann muss ich mindestens 80 Stunden spielen, dass ich persönlich sage, okay, das Kaufen hat sich gelohnt. Wenn ich dann aber irgendwann 200 Stunden spiele, warum soll ich denn nicht auch nochmal einen Fuffi reinhauen? Verrate mir eine Freizeitbeschäftigung, mit der du 1 Stunde Spaß hast in deinem Leben für 1 Euro. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Ich sag's dir, ob du essen gehst, ob du ins Kino gehst, ob du von mir aus Paintball spielen gehst oder sonstiges. Irgendwas, ich rede jetzt nicht von allem, was du umsonst machen kannst, wo du dir jetzt einen Ball kaufst beim nächsten Penny und dann gehst du mit deinen Jungs auf den Bolzplatz und zockst dann eine Runde Fußball und schießt aufs Tor. Weil wenn du den Ball erstmal hast, zahlst du gar nichts mehr, weiß ich. Nein, ich meine jetzt alles, wofür du Geld bezahlst. Alles, wofür du Geld bezahlst für Freizeitbeschäftigung. Und wenn du dann mit 1 Euro pro Spielstunde rechnest, bist du eigentlich echt gut dabei. Bist du echt gut dabei. Und dann, wie gesagt, wenn du dann drüber kommst, dann nochmal ein bisschen was reinzuhauen. Aber warum kostet so ein scheiß Outfit 24 Euro, 20 Euro? Und warum muss ich das in einem Bundle kaufen? Warum möchte ich diesen einen Waffenskin haben? Muss aber gleichzeitig das Outfit, den Waffenskin, eine scheiß Visitenkarte, eine Armbanduhr und am besten noch 3 Emotes dazu kaufen, auf die ich gar keinen Bock habe. Das finde ich auch scheiße. So, um jetzt zurückzukommen, wo bin ich stehen geblieben? Vor allem lang Warzone Vanguard ist das am schlechtesten verkaufteste COD seit langem. Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube tatsächlich Infinite Warfare war niedriger, weil Infinite Warfare wurde gleich ab Anfang an, muss man natürlich umrechnen, Infinite Warfare wurde gleich ab Anfang an gebundelt verkauft mit Modern Warfare 1 Remastered. Und Modern Warfare 1 Remastered hast du nur in der Bundle-Version mit Infinite Warfare bekommen. Sprich, wolltest du gar kein Infinite Warfare haben, sondern einfach nur MW1 Remastered, musstest du Infinite Warfare dazu kaufen. Und die Lobbys waren leer, YouTube war leer, Twitch war leer, keine Sau hat Infinite Warfare gezockt. Ich glaube tatsächlich, das war das schlechteste COD ever. Das war richtig unterirdisch. Das hat zwar vielleicht hohe Verkaufszahlen, aber keine Sau hat es wirklich intensiv gespielt. Ist ja gut und schön und finde deinen Ansatz logisch, jedoch ändert es nichts daran, dass die Preise erhöhen,
ohne den Umfang des Spiels zu erweitern. 60 € sind hier schon eine Menge. Das stimmt. Das stimmt durchaus. Und ich finde es auch persönlich ein bisschen ungerechtfertigt, mit dem Wechsel einer Konsolengeneration automatisch den Preis für die Spiele zu erhöhen. PS3 waren die Spiele noch bei 60 €, PS4 waren sie schon bei 70 €, jetzt sind sie auf der PS5 bei 80 €. Xbox, selbe Generation, gilt natürlich das Gleiche. Finde ich ein bisschen krass, weil ja eigentlich der Aufwand nicht steigt. Muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. Natürlich werden die Spiele krasser gestaltet als früher noch. Du hast jetzt nicht mehr einfach ein paar Leute, die da sitzen und irgendwelche Animationen erstellen. Da kommen halt richtig Schauspieler, die gecaptured werden komplett. Da kommen Stuntmans und sowas. Mit Motion Capturing Anzügen, die Animationen und sowas machen. Da steckt ja doch ein bisschen mehr hinter als früher. Aber andererseits hast du auch für viele Dinge mittlerweile Software und gewisse Funktionen in den Game Engines, die Dinge, wofür du früher noch Monate gebraucht hast, um etwas einzubauen, heute mit einem Mausklick machst. Und dadurch gleicht sich das irgendwie wieder aus. Es ist, ja, ich weiß nicht. Und früher hast du auch 3 Jahre an einem Game gesessen, außer an E.T. für den Game Boy. Das waren 6 Wochen. Nee, 5 Wochen, Entschuldigung. Aber auch ein tolles Spiel. Findest du jetzt in der Wüste. Nee, aber die Preise finde ich schon heftig. Aber am schlimmsten, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich die Preise von den Ingame-Sachen. Wenn du für ein Spiel 80 € bezahlst, 60 € bezahlst, 40 € bezahlst, scheiß drauf. Wenn du es lang genug zockst, ist doch okay. Aber warum wollen die für jeden Kleinkram noch mal so hohe Beträge haben? Angefangen hat es damals in Ghosts, wenn ich mich richtig erinnere. In Call of Duty Ghosts hast du einzelne Objekte gekriegt. Nicht komplett Bundles immer, sondern einzelne Objekte. Du wolltest diesen einen Waffenskin oder die Tarnung. Du hast dir nur diese Tarnung gekauft und du hattest diese Tarnung automatisch für alle Waffen. Nicht nur für eine, für alle. Und die Tarnung hatte gekostet 99 Cent. Geil. Du wolltest einen Character-Skin haben. 1,99, wenn es hochkam, wenn er geil war. Fertig, dein Character-Skin. Nice. Warum ist es hier nicht so? Warum muss ich immer gleich ein Komplettpaket kaufen? Ich gehe doch auch nicht zum Mediamarkt und sage so, yo, ich hätte gerne diesen neuen Fernseher. Und der Mediamarkt-Mitarbeiter so, ja, aber nur wenn sie die Waschmaschine, den Kühlschrank und diesen Haarföhn noch mitkaufen. Nein, ist nicht so, ist nirgendwo so. Das machen auch andere Games nicht, da ist COD so ein richtiger Spezialist. Selbst die großen Vorreiter Free-to-Play-Games, wie zum Beispiel in Fortnite, macht es nicht so. Ich glaube, es gibt Bundles, aber du kriegst die ganzen Sachen auch einzeln. Du kannst ja auch einzeln Skins kaufen. Wobei ich glaube, Fortnite ist tatsächlich sogar noch ein bisschen teurer. Ein Stück. Aber Fortnite ist Free-to-Play-Game, ne? Dafür hast du nichts bezahlt, damit dass du es überhaupt spielen darfst. Da ist es schon ein bisschen gerechtfertigt. Hier nicht, ich zahle schon 80 €. Yeah, it's a great question. So one of our game pillars is what we call relentlessly Warzone. I like to think of it this way. There are a set of emotions and an overall gameplay quality. Something that's felt when you play Warzone. And for us, you know, that's das Problem ist eben, dass die Leute das Geld zahlen, aber ich werde jetzt noch die Beta testen. Glaube nach dem, was ich bisher gesehen habe, nicht, dass ich dafür 70 € auf dem PC ausgeben werde. Ist PC auch schon bei 70 €? PC hatte sich eigentlich immer gehalten noch bei den 60. Das finde ich krass. Ach, und was mir direkt auf die Nerven gegangen ist, ist, dass das Fadenkreuz während der Bewegung wackelt. Ja, ich hoffe, sowas kannst du ausstellen. Ich möchte sowieso alles ausstellen. Das ist alles, was du an solchen Effekten hast, auch dieses Kopfwackeln, Animation, alles aus.
Bewegungsunschärfe, alles aus, Tiefenschärfe aus, Filmkörnung und wie das nicht alles heißt, alles aus. Das sind alles Effekte, die brauchst du nicht. Und Vibration am Controller aus. Ganz wichtig. Alles so Optionen immer gleich, sobald das neue Game da ist, in die Option das erstmal alles ausmachen. Ja, PC ist ja auch schon bei 70 Euro. 100 Euro für Vault. Ja, ist krass. Ist krass. Das finde ich richtig heftig. Jetzt sehen wir ein bisschen Call of Duty Warzone Mobile. Das sieht schon hart scheiße aus. Aber könnte vielleicht trotzdem Bock machen. Das Gute ist, dass einfach der Fortschritt zwischen Mobile, also Warzone Mobile und MW2 übertragbar sein wird. Also du zockst eine Runde Warzone Mobile, bis 2 Level aufgestiegen, machst wieder MW2 auf der PlayStation an oder auf dem PC, bist du da halt auch 2 Level aufgestiegen. Nice. Aber logischerweise Voraussetzung, ganz, ganz große Voraussetzung, um überhaupt sowas spielen zu können, ist, ob es nachher Controller-Support hat. Gehört habe ich davon nichts. Sehen tue ich das gerade auch nicht. Für Mobile sieht es relativ gut aus, ja. Aber das hier darf man nicht vergessen, das ist Pflicht, oben Call of Duty vernünftig auf dem Smartphone zu zocken. Damit habe ich auch Call of Duty Mobile ein bisschen gezockt. Damit zocke ich tatsächlich auch andere Dinge, über die ich jetzt hier nicht so reden darf. Aber es gibt ja auch die sogenannten Emus auf dem Handy. Ist auch ganz entspannt. Kann man sich gönnen. Aber wenn ein Handy-Game, besonders so größere, wie jetzt ein Call of Duty, wo du ja auch nicht nur laufen musst oder sowas oder irgendwas hin und her schieben, wie bei so einem wie heißt das, Candy Crush oder so, sondern du musst ja laufen, du musst dich ducken, du musst sliden, du musst dich hinlegen, du musst schießen, du musst anvisieren, du musst nachladen, du musst die Waffen wechseln, du hast so viele Funktionen, du hast ja das halbe Display voll mit Buttons, da sieht man es gerade. Da finde ich einfach, du musst Controller-Support machen. Muss ja nicht jeder so eine Smartphone-Halterung am Controller-Klippen haben, weil wenn du das Handy vielleicht mit irgendeiner, was weiß ich was, einfach vor dir auf den Tisch stellst und dann einen Controller benutzt, ist auch nice. Aber ich finde, das ist Pflicht. Du kannst nicht so ein Game rausbringen und sagen so, jo, hat aber keinen Controller-Support. Das ist einfach scheiße. Das ist genauso, du kannst ja auch nicht was ist denn so extrem zum Beispiel? Ich habe keine Ahnung. Was sind so Games auf PC, wofür du die halbe Tastatur brauchst? Ich weiß, Arma 3 geht, glaube ich, so in die Richtung. Da brauchst du wirklich die halbe Tastatur. Das ist halt auch was, wenn du das auf eine Konsole bringen willst, kannst du dich nicht nur auf den Controller beschränken. Dann musst du für dieses Spiel vernünftigen Maus-Tastatur-Support auf Konsole anbieten. Ich glaube, das geht aber auch in die ganze Richtung, was nachher so, diese großen Strategiespiele und sowas angeht. Wobei ich mich mit PC-Spielen nicht ganz so gut auskenne. Das, was ich weiß, so, ich habe eine Menge Planet Coaster gespielt auf dem PC und davon gibt es eine Konsolenversion, die habe ich noch nie gespielt. Ich glaube aber auch nicht, dass sie geil ist. Ich habe so verdammt viele Shortcuts auf der Tastatur. Ich habe eine Maus, die ich leider so gut wie gar nicht zeigen kann. Ich habe eine Computermaus, kann man die sehen? Die hat hier überall an der Seite Tasten, hier oben Tasten, auf der Seite Tasten. Die ist vollgeballert mit Tasten und hat auch noch eine Shift-Taste, womit quasi jede Taste auf der Maus nochmal eine andere wird. Ich glaube insgesamt 26 Tasten oder so. Ich habe sämtliche Hotkeys und sowas hier noch auf der Tastatur mit drauf, die ich selber programmieren kann. Auch noch umschaltbar auf 3 verschiedene Stufen quasi. Und ich habe mir das Game so zugeballert mit Tastenkombis. Ich kann da alles mit der Tastatur machen. Ich brauche fast alles davon. Und
Und das auf eine Konsole, auf einen Controller zu kriegen, halte ich für unmöglich. Du hast doch alles mit Doppelt- und Dreifachbelegung. Das ist schon nicht geil. Das ist nicht geil. Also wenn das Controller-Support hat, bin ich dabei. Wenn nicht, ist es scheiße. Bin ich ganz ehrlich. Ist simpel gesagt, muss aber so sein. Gut. Es wird spät, es ist nach 21 Uhr. So leid es mir tut, muss ich hier jetzt auch so langsam am Ende reinbringen. Ich habe leider nicht das Glück, dass ich morgen frei habe oder so. Ich muss arbeiten. Der Wecker klingelt um 5. Und ich muss jetzt gleich nochmal was futtern. Ihr gönnt euch auf jeden Fall weiter die anderen Livestreams. Entweder den hier von Call of Duty. Den gibt es allerdings einmal auch hier auf dem Call of Duty Kanal auf YouTube von Call of Duty. Der Call of Duty Kanal von Call of Duty auf YouTube. Die haben allerdings auch einen Twitch-Channel, wo das auch live übertragen werden soll. Habe ich jetzt aber noch nicht nachgeguckt. Und ansonsten sucht euch einen von diesen bekannten Call of Duty Streamern raus. Die streams gerade alle. Sind über 200 Leute laut eigenen Aussagen, die das gerade live auf Twitch streamen. Ja, und Sonntag auf jeden Fall Livestream zu MW2 Multiplayer. Guckt da auch gerne mit rein. Auch wieder hier auf diesem Kanal. Ja, leider muss ich abbrechen. Mir wird das zu spät. Ich würde gerne noch weiter gucken, aber gut. Ich wünsche euch dann noch einen guten Abend, eine gute Nacht auf jeden Fall. Und ich hoffe, wir sehen uns am Wochenende wieder. Freitag Stream Dying Light 2, Sonntag Stream MW2. Let's go. So sieht der Plan aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis Freitag oder Sonntag. Ciao. You got to be a little bit strategic.